Moin, Ladies, Gentlemen und alle, die es noch werden möchten, ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen und wir schauen uns heute zusammen im Detail die PP19 bzw. Vityaz aus dem Hause Arcturus an. So, jetzt werdet ihr euch auch denken, ja, was willst du denn jetzt mit der PP19? Die gibt es doch schon ein bisschen länger. Richtig, die gab's oder gibt es noch bei Shotgun, bekommt ihr bei Sniper S und da reiht sich jetzt einfach so eine Begadi Updated Version, reiht sich da einfach noch mit ein. Bedeutet hier nicht die Standardversion, wie man es einfach bekommt, sondern auch hier wieder direkt von Begadi ein EFCS und MOSFET System, direkt ein internes System drin verbaut. Sie haben einen Super High Torque Motor eingebaut und da muss ich sagen, sehr dankbar, denn hier verwenden sie nicht wie üblich in 30K, sondern hier ist bereits der 19K Mamba drin, also der rote. Und der ist meiner Meinung nach, ja, natürlich ein kleines bisschen langsamer vom Zyklus, aber deutlich effizienter und zieht auch nicht so brutal hohe Ströme wie der 30K. Also hier ist sehr geiler Motor drin, S-Hop-Up haben sie gemacht, Fly 5 in 60 mit einem passenden Tensioner und im Pistonhead haben sie ebenfalls gemacht. Also hier wieder so eine geupdatete oder getunte Version letztendlich. So, nichtsdestotrotz müssen wir abschließend beim Fazit etwas auf das Preis-Leistungs-Verhältnis eingehen, beziehungsweise möchte ich mit euch so ein bisschen so einen Vergleich durchrechnen. Denn Begadi möchte für diese geupdatete Version 490 € haben und dementsprechend 100 € teurer wie die Standardversion. Und da habe ich mir meine Gedanken dazu gemacht, wann macht jetzt die Version Sinn oder wann kann ich problemlos die Standardversion kaufen. Wie gesagt, sprechen wir abschließend einmal im Fazit durch. Lehnt euch zurück, macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Gut Leute, ich hoffe die Füße liegen oben, es geht los wie immer zunächst einmal mit dem Lieferumfang. Die PP19 bzw. die Vityaz kommt genauso wie alle anderen Arcturus Modelle und genauso wie man es von früher bereits kennt, also schöner weißer bedruckter Karton, innen drin Formschaumstoff, alles liegt schön gepolstert und sauber sortiert einmal drin. Das macht also rein von der Verpackung schon mal einen guten Eindruck. So, im Karton selbst habt ihr dann zunächst mal so einen kleinen Kühlschrankmagneten, Arcturus Logo, gut, wenn man es braucht, sehr wichtig. Arcturus Bierdeckel, den kann man immer mal gebrauchen, denke ich. Dann ein Chronoprotokoll bzw. so ein Zertifikat, das kennt ihr auch von E&L zum Beispiel. Auch hier einfach von der Fabrik aus die Waffe gekront, die Energie einmal notiert und einmal unterschrieben, damit das Ding halt entsprechend ausgeliefert wurde. Also hier so ein Zertifikat letztendlich. So, ein kleines bisschen Gebrauchsanweisung, da kann man aber auch getrost drauf verzichten. Das ist einfach so ein kleiner Lappen, steht das Wichtigste. Steht ganz kurz ein kleines bisschen drin. Auch so Dinge wie Federschnellwechselsystem und sowas wird hier natürlich nicht darauf eingegangen. Das zeige ich euch selbstverständlich im Detail später. So, und dann schaut mal, Arcturus arbeitet, glaube ich, mit Lego zusammen, denn sie legen einen schönen Stickerbogen mit dazu. Also wenn ihr da noch irgendwie mehr Arcturus-Logos auf die Knifte draufkleben wollt, ja, hier bedient euch. Also so ein Aufkleberbogen, gut, was man damit jetzt will, sei mal dahingestellt. So, an Teilen haben wir zunächst mal einen kleinen Adapter dabei. Das ist ein Adapter vom DIN-Stecker auf Mini-Tamiya-Stecker, würde ich nicht machen, denn gerade mit diesen ganzen aktuellen Systemen, mit den Super High-Torque-Motoren, mit den starken 11.1er Lipos, würde ich immer einen T-Stecker oder einen DIN-Stecker letztendlich verwenden. Also das hätten sie meiner Meinung nach getrost ignorieren oder weglassen können. Adapter von DIN auf Mini-Tamiya. Warum sollte ich denn heutzutage noch Mini-Tamiya verwenden? Aber wie gesagt, wenn das braucht, gut, habt ihr halt einen. So, dann habt ihr bei dieser Begadi-Version wieder 2 Magazine dabei. Bedeutet nicht nur eins, sondern im Karton liegen 2 solche PP19 Vityaz Magazine bei. Und die sind auch von Arcturus wieder cool. Die könnt ihr einstellen von 30 Schuss Real Steel oder halt 30 Schuss und 95 Schuss. Bedeutet, je nachdem wie ihr halt spielt oder wenn Milsim vielleicht spielt, könnt ihr die Kapazität reduzieren. Zeige ich euch später auf 30 Schuss oder Reduzierung rausmachen und maximal 95 BBs reinpacken. Und wie gesagt, das sind 2 Stück wieder mit drin. Finde ich klasse, hat man direkt ein Ersatzmagazin. Was ebenfalls enthalten ist, ist einmal so ein erweiterter Magwell bzw. Magazintrichter. Den könnt ihr da unten noch dran schrauben. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, zeige ich euch aber später ebenfalls. Dann ein handelsüblicher Laufreinigungsstab ist auch mit drin. So, und dann hat Begadi auch bei dem Modell, auch wenn ich es als etwas unnötig empfinde, haben sie auch hier wieder ihren Begadi Vario Head eingebaut. Bedeutet, ihr könnt über dieses beiliegende
Tool hier könnt ihr auch die Standardenergie oder die maximale Energie von der Waffe reduzieren und dementsprechend drosseln. So, standardmäßig gibt Bugatti die Waffe an maximal 1,2 Joule mit 0,2 Gramm, also so wie sie geliefert wird, und drosselbar bis auf 0,7 Joule. Auch da werde ich später nochmal im Detail ein bisschen darauf eingehen und warum sie das nicht unbedingt hätten machen müssen. Denn die Vityaz bzw. die PP19 hat ein unheimlich geiles Federschnellwechselsystem, welches von außen erreichbar ist. Bedeutet, ihr müsst nicht unbedingt, ja, ihr spart euch vielleicht den Kauf von unterschiedlichen Federn, aber man kann letztendlich auch hinten über das Federschnellwechselsystem relativ zügig die Energie entsprechend einstellen, je nachdem, wie man es will. Aber hier hat man jetzt eben noch die Möglichkeit, noch vielleicht so eine Feinjustierung durchzuführen über diesen Vario-Head, der hier drin einmal verbaut wurde. Dann lasst uns anschließend ein kleines bisschen über die technischen Daten sprechen. Das Datenblatt selbst blende ich euch da drüben wieder ein. Ich habe alles für euch rausgemessen, Länge, Picatinny, Gewicht und so weiter und so fort. Ihr könnt das Ding natürlich einmal einklappen, Klappschaft, logisch von Transport oder so. So, und jetzt komme ich aber ganz kurz darauf zu sprechen. Energie, wie gerade schon angesprochen, ist auch hier von Bugatti dieser Vario-Head eingebaut und der ist auch abgedichtet. Bedeutet, im komplett geschlossenen Zustand habt ihr die maximale Kompression. Allerdings ist die Energie auch ein bisschen komisch konfiguriert, finde ich. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber gerade für Einsteiger oder wer das eben noch nicht kennt, über diesen Vario-Head könnt ihr quasi die Energie ohne Tausch der Feder mit diesem beiliegenden Werkzeug einmal reduzieren. So, standardmäßig kommt das Ding, wie gesagt, mit 1,2 Joule und ist dann drosselbar auf 0,7, 0,8 Joule. Hierfür geht ihr einfach vorsichtig mit dem Tool hier vorne einmal rein. Schaut, dass es schon gerade ist. Geht ganz leicht einmal durchs Rohr durch oder durch den Innenlauf. So, und dann aber wichtig, ihr werdet später bei den Internals sehen, ihr müsst es ein kleines bisschen vorsichtig drehen, damit ihr durch die Nozzle durchkommt. Denn Arcturus verbaut hier eine Nozzle, die ist nicht komplett rund beim Auslass, sondern die ist ein bisschen, ja, wie so ein Plus eingearbeitet. Dementsprechend mit diesem Tool vorsichtig ein kleines bisschen drehen, dann kommt er durch, dann macht's Klick und dann seid ihr direkt innen drin am Pistonhead arretiert. Und jetzt könnt ihr letztendlich über das Klicksystem die Energie einmal einstellen bzw. drosseln, je nachdem, wie ihr es eben für euer Spielfeld einmal braucht. Wie gesagt, maximal 1,2, minimal 0,7 bis 0,8 Joule. So, zunächst aber mal der Punkt, warum finde ich die Energie ein bisschen komisch konfiguriert. Auf den meisten deutschen Spielfeldern geht eigentlich 1,4 Joule immer. Gerade Outdoor Woodland und in Hallen meistens bis 1 Joule oder maximal vielleicht so 1,2 Joule. Da wäre es vielleicht ein bisschen schöner gewesen, das System so zu konfigurieren, dass man standardmäßig, sage ich mal, maximal 1,4 hat und dann das Ganze über ein Vario-Head drosseln hätte können auf 0,9 Joule. Weil dann hätte ich hergehen können, hätte das Ding Outdoor spielen können auf dem Spielfeld, hätte damit aber auch problemlos in eine Halle rein können und von mir aus mit 1 Joule oder 0,9 Joule spielen können. Ist natürlich über eine Feder problemlos anders konfigurierbar. Denn wie eben vorhin auch schon mal angesprochen, warum jetzt unbedingt der Vario-Head, verstehe ich nicht ganz, denn die PP19 hat direkt hier hinten ein absolut geiles und unheimlich schnell erreichbares Federschnellwechselsystem. Bedeutet, ihr müsst da nichts auseinanderbauen, ihr müsst nichts wegschrauben, sondern einfach nur aufklappen und ihr kommt direkt hier hinten an den Spring Guide ran und könnt dementsprechend die Energie unheimlich schnell mit einer anderen Feder auf euer Spielfeld letztendlich anpassen. Und könnt dementsprechend auch über das Federschnellwechsel sagen, gut, auf dem einen Feld brauche ich vielleicht eine 130er oder 140er Feder, denn das ist ein Short-Stroke, die ist da drin verbaut. Und in der Halle brauche ich von mir aus bloß eine 100er Feder, um eben auf kleiner 1 Joule zu kommen. Also wie gesagt, hier zwei Möglichkeiten, jetzt letztendlich die Energie auf euer Spielfeld einmal anzupassen oder einzustellen. So, dann habe ich das Teil natürlich für euch wieder nachgekront mit 0,2 sowie 0,3 Gramm und das Ganze jeweils in der maximalen Einstellung wie auch in der minimalen Einstellung.
Somit haken wir einmal den Chronotest ab und wie eben vorhin schon angesprochen, die Konfiguration der Energie finde ich jetzt nicht ganz perfekt. Wie gesagt, es funktioniert, ihr könnt sie drosseln. Ich würde mir ein bisschen eine stärkere Feder reinmachen, von mir aus eine 140er, damit das Ding, sage ich mal, auf 1,4 Joule kommt und dann kann ich eben das Ganze mit diesem Vario-Head auf 0,9 Joule drosseln. Dann ist sie einfach von den Spielfeldern her ein kleines bisschen interessanter oder ein bisschen schöner konfiguriert, finde ich. So, und dann lasst uns über das Hop-Up sprechen. Das ist heute richtig gut, muss ich sagen, denn die PP19, kennt ihr vielleicht von Arcturus, hat bereits eine Rotary Hop-Up-Kammer drin. Die zeige ich euch später natürlich bei der Demontage einmal im Detail. Richtig schönes, großes Einstellrädchen, TDC-System und lässt sich wunderbar im Vergleich zu diesen ganzen alten AKs, lässt sich das Ganze wunderbar und traumhaft einstellen. Ebenfalls verbaut Begadi hier standardmäßig ihr Fly 5 Bucking in 60 Shore mit einem Standard 5 mm oder mit einem passenden 5 mm Tensioner, der unten abgerundet ist. Und dementsprechend lässt sich in dem Ding wirklich alles perfekt hoppen. 0,25 Gramm keine Probleme gehabt, 0,28 keine Probleme, selbst 0,32 Gramm konnte ich problemlos hoppen. Der einzige Punkt, was zu beachten ist, der Hop selbst kommt ein kleines bisschen spät. Bedeutet nicht wundern, ihr müsst die erste Viertelumdrehung könnt ihr da zurücklegen, ohne dass irgendwas passiert. Erst nach der Viertelumdrehung, also Hop 0, Viertelumdrehung, erst dann fängt der Hop an zu reagieren. Wie gesagt, ihr könnt am Anfang erstmal drehen und schrauben, merkt dann, oh, es passiert ja gar nichts. So, dann dreht ihr noch ein bisschen weiter und dann merkt ihr aber, dass die Knifte unheimlich schön den Hop einmal aufbaut. Und das Ganze lässt sich aber über dieses Einstellrädchen von dieser Arcturus Hop-Up-Kammer perfekt justieren. Also deutlich, deutlich besser wie noch diese ganzen alten AK-Systeme mit diesem Schiebersystem da innen drin, hat Arcturus einfach gut umgesetzt, muss man sagen. Wie gesagt, sprechen wir später dann abschließend beim Lauf- und Hop-Up-System nochmal im Detail darüber. So, dann kommen wir einmal zu den allgemeinen Informationen. Ich drehe sie euch natürlich wieder einmal ein bisschen ins Licht rein. Gut, die meisten werden das Modell wahrscheinlich schon kennen, aber dennoch für Einsteiger hier, wenn ihr es euch mal ein bisschen angucken wollt, hier, bitteschön. Und ja, viele AK-Liebhaber oder Leute, die sich mit AK sehr gut auskennen, werden mich jetzt gleich steinigen. Denn für mich ist es letztendlich eine 9 mm AK. Also nichts anderes wie eine 74 UN als 9 mm Version und halt eine Pick-Rail obendrauf. Gibt es noch andere Besonderheiten? Keine Ahnung. Wie gesagt, für mich macht es ehrlich gesagt recht wenig Unterschied, ob ich jetzt so eine PP19 habe oder ob ich einfach mal eine 74 UN hernehme. Die ist letztendlich von der Größe nahezu identisch. Natürlich hier Polyamid-Vorderschaft, Polyamid-Magwell unten dran oder Polyamid-Magazinschacht dran. Weicht ein kleines bisschen ab. Ich finde aber auch vom Layout her, dieser AK MP5-Verschnitt, weiß ich nicht, ist ein bisschen Geschmackssache. Ich finde die großen AK-Bananenmagazine ein kleines bisschen schöner. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Aber wie gesagt, schöner oder großer Vorteil natürlich von dieser Vityas, ihr habt unheimlich viele Montagemöglichkeiten. Seht ihr da oben eine schöne Picatinny-Schiene oben drauf, könnt ihr einen Rotpunkt draufknallen, problemlos. Ihr könnt vorne einen Griff dran montieren an den Vorderschaft unten oder an den Handschutz, Griff oder seitlichen Dummy, Light oder irgendwas. Also hier im Vergleich natürlich zur 74 UN, zur AK, deutlich mehr Montagemöglichkeiten einmal vorhanden. So, und der nächste Punkt ist, wenn ihr Arcturus kennt, wisst ihr natürlich auch, dass diese genauso wie LCT und E&L natürlich komplette Stahl-AKs bauen. Und diese sind von der Qualität, ja, da gibt es so gut wie keinen Unterschied. Bedeutet, auch bei diesem Modell habt ihr letztendlich eine Vollstahl-AK. Bedeutet, hier sogar Mündungsbremse vorne, Mündungsfeuerdämpfer, komplett aus Stahl, Korn vorne, Kornträger, Gassystem innen drin, alles Stahl, der Block aus Stahl, Gehäuse, alles aus Stahl, Klappschaft ebenfalls komplett aus Stahl. Und wie gesagt, wenn man jetzt einfach mal die Arcturus-Kniften hernimmt, ich habe ja selber mir damals vom Shopgun diese AK01 gekauft, wisst ihr vielleicht, die sind von der Qualität wirklich fast identisch. Also da müsst ihr wirklich mit der Lupe hinschauen und müsst ein bisschen pingelig sein, um hier von der Qualität gewisse Unterschiede wahrnehmen zu können. Ich weiß, da gibt es ein paar kleinere Unterschiede, aber wie gesagt, das schenkt sich alles nicht viel. Da ist zum Beispiel so eine Syma, die doch ein kleines bisschen mehr Aluminium hat im Vergleich zu den Modellen, weicht da doch ein bisschen stärker ab. Aber wie gesagt, ich würde Arcturus von der Verarbeitungsqualität und natürlich auch vom Material genauso hoch einstufen wie letztendlich E&L und LCT. Wie gesagt, die sind klasse und gerade im Vergleich zu G&G natürlich eben, wie gesagt, Stahl. G&G verbaut eigentlich hauptsächlich Aluminium oder sehr viel Aluminium. Das ist halt bei den anderen Herstellern nicht der Fall.
So, brauchen wir noch irgendwas durchsprechen? Übrigens, vorne habt ihr vielleicht bei den technischen Daten schon gesehen, Standard 14 mm CCW-Gewinde, also Linksgewinde. Ihr könnt da problemlos vorne draufknallen, was ihr wollt. Macht einen schönen Schalli- oder Schalldämpfer-Attrappe vorne drauf, macht einen schönen Tracer vorne drauf. Ist alles problemlos möglich bei dem Modell. Dementsprechend hier kein so ein Standard-AK-Gewinde mit 24 mm haben die, glaube ich, sondern hier stinknormal 14 mm links und fertig. Gut ist. So, Verarbeitung schauen wir uns dann den Rest später natürlich an. Kleiner Punkt hier, einfach noch Aufnahmetrageriemen vom Schützen aus auf der linken Seite, auf der rechten Seite aber natürlich nicht. Und natürlich ist auch dieses Modell standardmäßig nur einmal vom Schützen aus auf der rechten Seite bedienbar. Das fehlt mir noch ein kleines bisschen. Eine AK, die den Feuerwahlhebel auf beiden Seiten hat. Gibt's sowas? Ich weiß es nicht. Wäre aber geil. So, ansonsten, wie gesagt, es schenkt sich echt nicht viel. Ihr habt nur hier unten halt das Standard oder dieses 9 mm Magazin drin. Bei anderen habt ihr halt die großen Magazine drin. Ansonsten ist es für mich einfach eine kompakte 9 mm AK. Tactical AK. Und dann lasst uns weitermachen mit dem Federschnellwechselsystem. Habe ich euch vorhin schon gezeigt. Ihr könnt hier einfach einmal Gehäusedeckel, zack, aufklappen, Klappschaft einmal vom Schützen aus auf der linken Seite letztendlich reindrücken, Klappschaft einmal aufklappen, könnt ihr auch auf der linken Seite hier einmal arretieren, dazu ein kleines bisschen hochdrücken, bei dem Pin einmal arretieren, dann hält der Klappschaft wunderbar, er klappt nicht auf oder sowas, ist fest arretiert und dann kommt ihr hier hinten wunderbar einmal direkt an den Spring Guide ran. Das ist geil, wie gesagt, das hat Arcturus mega umgesetzt, das feiere ich, aber sie verwenden hier hinten eine ziemlich bescheidene Möglichkeit, den Spring Guide auszurichten. Bedeutet, kennt ihr vielleicht auch von anderen Federschnellwechselsystemen, auch hier habt ihr hinten wieder so eine Klemm- oder so eine Klemmschraube drauf, um einfach den Spring Guide zu sichern, dass er gerade bleibt. Jetzt haben sie hier aber nicht einfach nur einen Schlitz reingemacht, sondern das ist irgendwie so ein ganz komisches Befestigungssystem von der Schraube. Also die haben da hinten noch locker 3 mm Platz bis zum Klappschaft. Da hätten sie eine stinknormale Schraube nehmen können mit einem Schlitz drin. Haben sie aber nicht und dementsprechend ist es mit Standardwerkzeug relativ umständlich, muss ich sagen, hier einmal diese Schraube zu lösen. Bedeutet, ihr müsst am besten, geht ihr her, nehmt einen Schlitzschraubendreher und irgendwas zum Klopfen. Ich nehme jetzt einfach so einen Holzschraubendreher noch. Und dann müsst ihr die Schraube letztendlich in der Rotation ein bisschen rumklopfen, damit ihr sie aufbekommt. Bedeutet, ihr geht einmal in so eine Kante rein und klopft das Ganze dann einmal so auf. Wie gesagt, immer so ein bisschen im Kreis rumklopfen. So, und jetzt ist das Ding auf und wir können es eben voll mit dem Finger einmal wegschrauben. Aber wie gesagt, warum sie da nicht einfach so eine Standard-Schlitzschraube genommen haben, dass man einfach hinten reinkommt, zack, drehen, bisschen fragwürdig. So, aber ihr könnt es jetzt schon sehen, da hinten drin ein schöner Edelstahl Spring Guide mit 2 Flügeln. Ganz normal reingeben, Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, drehen, rausziehen, das Ganze, neue Feder rein, batsch, bumm, Sache erledigt. 2 Minuten Feder getauscht. Feiere ich, haben sie geil umgesetzt und funktioniert einfach tadellos, muss man sagen. Dann lasst uns anschließend gleich weitermachen mit dem Thema Platz für einen Akku, Akku einlegen, Ansprechverhalten und Klangbild. So, Akku einlegen geht natürlich genauso wie bei jeder anderen AK, ist letztendlich ein AK-Receiver oder AK-ähnlicher Receiver, ohne gesteinigt zu werden. Und dementsprechend bekommt ihr diese ganz normalen AK-Single-Stick langen Lipos, 11,1 Volt bekommt ihr da einwandfrei reingepfeffert. Und ob ihr jetzt da einen mit 1200 mAh nehmt oder einen mit 1400 mAh, 11,1 Volt, spielt heute in diesem System keine Rolle. Denn wie vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, hier nicht der 30K Motor von Begadi drin, sondern der Mamba 19K. Und der ist einfach von den Peakwerten vom Current oder von den Strömen deutlich behutsamer oder zieht einfach deutlich geringere Ströme aus dem Akku wie der 30K Motor. Und dementsprechend spielt es jetzt auch keine Rolle, ob ihr jetzt hier einen nehmt mit 30 bis 60 C plus oder bloß einen mit 20 C oder 25 C. Ist in dem System egal. Denn wie gesagt, der Motor ist für die Akkus einfach ausgedruckt etwas behutsamer. Bedeutet, die Akkus werden nicht so schnell heiß, sie blähen sich nicht so schnell auf, denn die Ströme sind einfach geringer. Zum Einlegen, genauso wie bei einer AK, einfach Gehäusedeckel aufklappen, dann nehmt ihr zum Beispiel den Akku her und zömpelt euch den einfach da oben einmal rein. Und hier finde ich es aber auch schön bei diesen AMAX Superior Akkus, das hatte ich euch schon mal angesprochen, bei einer AR15, die haben im Vergleich zu anderen Lipos, die man bekommt, haben die relativ kurze Stecker. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht hergehen, das Ding da reinzömpeln und dann noch irgendwie gucken, wo packe ich denn die ganzen Kabel oder so hin. Hier also sehr dankbar, relativ kurze Kabel, dementsprechend einfach da hinten einmal einstecken das Ganze,
einmal so rum, Balancer runter und dann liegt das Ding letztendlich einfach da hinten einwandfrei einmal drin oder da oben. Wie gesagt, AMAX Superior 11,1 Volt, 1400, passt perfekt. So, und dann klappt man das Ganze einfach zu. Schauen wir da hinten, dass es sauber arretiert, runterdrücken. Und dann sitzt der Akku hervorragend einmal drin. Er stört auch nicht, wenn ihr da aufmacht, wenn ihr ans Hop-Up-Rädchen hin wollt. Wunderbar, passt perfekt. So, jetzt da Klangbild und Ansprechverhalten. Ich habe hier ein paar BBs rein, 0,25 Gramm. Hören wir uns das Ding mal an. Jetzt da, oder ja, hören wir es uns erstmal an und dann sprechen wir drüber. Also, Magazin rein, dann schalten wir einmal um und hören mal. So, leer. Jawohl. So, einmal leer. Und jetzt eben heute der Punkt, worauf ich eingehen möchte, zunächst mal vom Zyklus. 19K Motor, 18:1er Gearset mit 13 Zahn Short Stroke am Sector Gear. Und das Ding ist vom Zyklus oder vom Ansprechverhalten nur wenige Millisekunden, wenn ihr das genau nehmen wollt, gerade mal 6 Millisekunden langsamer im Vergleich zum 30K Motor. Also das schenkt sich, meiner Meinung nach, schenkt sich das überhaupt nichts. Wie gesagt, 6 Millisekunden, wenn der Akku vielleicht mal ein bisschen schwächer wird. Vielleicht lass mal 8 oder 9 Millisekunden sein, was der Motor langsamer ist wie der 30K. Dadurch aber deutlich effizienter. Er zieht weniger Milliampere-Stunden raus pro Schusszyklus und die Ströme sind deutlich geringer. Bedeutet, der Motor wird nicht so schnell heiß, der Akku wird nicht schnell heiß, auch wenn ihr ein bisschen schneller triggert. Und auch das Ansprechverhalten finde ich immer noch locker ausreichend. Perfekt wäre es natürlich jetzt mit einem 13,1er Gearset zu fahren, denn wie gesagt, es ist ein super High-Torque-Motor. Bedeutet jetzt ein 13,1er Gearset von mir aus mit 12 Zahn Short-Stroke wäre meiner Meinung nach in dem System wirklich perfekt. Aber out of the box, die Konstellation oder der Motor, einfach hervorragend, klasse, feiere ich. Richtig, richtig geiler Motor und ist auch meiner Meinung nach einer der besten Bürstenmotoren, den man von Airsoft, besonders für den Semi-Only-Betrieb, einmal bekommt. Österreicher, Schweizer, bitte beachten, nur 19K, ihr dürft Full-Auto schießen, wir natürlich nicht. Dementsprechend wird natürlich auch die Kadenz mit dem Motor deutlich geringer sein, wie wenn ihr jetzt das Ding Full-Auto betreiben möchtet. Also da würde ich schon immer mindestens einen 25K, wenn nicht sogar einen 28K Motor verwenden. Wie gesagt, Deutschland Semi-Only. Bei uns ist es nur wichtig, dass der Zyklus schnell ist. Wir brauchen viel Drehmoment, viel Power. Und da ist einfach der Motor hervorragend. Richtig, richtig geil. So, das Klangbild. Da gibt es 2 Punkte, wo wir kurz drüber sprechen müssen. Die Schimmung an sich ist gut, werdet ihr später auch sehen. Also hier ist es auch nicht irgendwie möglich, nochmal irgendwo eine 01er Schimmscheibe aufzubringen. Sauber eingeschimmt alles, aber es sind auch wieder diese ganzen Standard-Gears aus China, die man auch bei anderen Herstellern kennt. Und es sind nicht wirklich die laufruhigsten. Bedeutet, auch wenn es perfekt eingeschimmt ist, ihr habt es vielleicht ein bisschen wahrnehmen können, ihr nehmt dennoch gerade beim schnelleren Triggern, nehmt ihr so ein kleines bisschen dieses Kreischen wahr. Und zusätzlich zu diesem Kreischen kommt auch noch ein relativ heller Aufprall vom Pistonhead auf den Zylinderhead, kommt auch noch mit oben drauf. Bedeutet, Arcturus verbaut hier standardmäßig einen Zylinderhead aus Kunststoff mit einer sehr harten Aufprallfläche. Bedeutet kein schönes, weiches Sorbo, dass die Energie einfach gut rausgenommen werden kann, sondern das Ding schlägt auf. Ja, da hätten sie letztendlich gar kein Sorbo verwenden müssen, hätten sie einfach nur Plastik genommen, wäre es genauso gewesen. Also unheimlich hartes Sorbo-Pad und auch das nimmt man im Klangbild ein kleines bisschen wahr, finde ich. Bedeutet, ich persönlich bevorzuge immer Zylinderheads mit einem großen Sorbo-Pad, also ein dickes, weiches Sorbo, damit einfach der Aufprall nicht leiser wird oder sowas. Die Waffe wird dadurch nicht leiser, aber ihr bekommt einfach so dieses dumpfe Ploppen einfach ein bisschen hin. Hier also ein kleines bisschen heller aufgrund des harten Sorbo-Pads einmal am Zylinderhead. Großartig schimpfen können wir nicht, denn wie gesagt, sie hört sich letztendlich genauso an wie die ganzen anderen China-Gearsets, die man letztendlich bekommt. Sei es jetzt eine E&C oder eine Standard-Syma zum Beispiel, also nicht die mit dem neuen Gearset, sondern mit dem alten Gearset noch 18:1, die hören sich alle gleich an. Die kreischen immer ein kleines bisschen. Dementsprechend, wie gesagt, meine persönliche Überlegung wäre, wenn ich Bock auf das System hätte oder auf die Knifte, ich würde mir einfach irgendwann mal einen 13er mit 12 Zahn Shortstroke reinmachen, so ein Silverline zum Beispiel, die sind schön laufruhig und dann bekommt man auch das Klangbild noch ein bisschen schöner hin. Meiner Meinung nach. Kein Must-Do, aber eine kleine Überlegung.
Dann lasst uns heute ebenfalls wieder kurz über das Thema Magazin sprechen. Kompatibilität, keine Ahnung, ich habe bloß die Originalen. Es müssten auch meiner Meinung nach, glaube ich, nur diese reinpassen. Also andere Magazine gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, nicht. Man muss aber auch dazu sagen, die Magazine von Arcturus sind wirklich klasse von der Qualität und mit ca. 15 € auch relativ erschwinglich, muss man sagen. Und wie im Lieferumfang schon gesehen, jetzt hier eben in der Version sind 2 Stück einmal enthalten und eben nicht nur eins. Also eins gibt es letztendlich kostenfrei obendrauf. So, die Magazine sind eben komplett aus Polyamid-Kunststoff, bedeutet vom Außenmaterial her wirklich klasse. Das Inlay bzw. innen drin ist alles aus ABS-Kunststoff, wie man es von anderen Midcap-Magazinen einmal kennt. So, 2 kleine Besonderheiten. Zunächst mal verbaut Arcturus auch hier so einen etwas längeren Follower, der quasi oben rauskommt und ihr dadurch 2 BBs mehr in die Hop-Up-Kammer reindrücken könnt. Bedeutet, euch fallen nicht 4 Stück raus, sondern euch fallen euch halt mal 2 oder maximal 3 BBs raus, wenn ihr nachladet. Also ein etwas längerer Follower. Und wie vorhin schon angesprochen, könnt ihr eben diese Magazine einstellen, ob ihr jetzt 30 Kugeln reinladen möchtet oder 95 Kugeln. Das Ganze geht aber vom Einstellen ohne Werkzeug relativ schwer, muss man sagen. Denn ihr müsst zunächst mal den Boden müsst ihr mit sehr viel Kraft einmal runterdrücken. Dabei einmal diesen mittleren gefederten Pin, den müsst ihr ein bisschen reindrücken gleichzeitig. Und wie gesagt, das geht, ich probiere es mal, aber das geht ohne Werkzeug, geht es wirklich relativ, warte mal, das andere ging, glaube ich, ein bisschen leichter. Das hier war das, glaube ich, oder? Probieren wir das mal. Wie gesagt, normalerweise mit dem Schraubendreher vorne dagegen oder so, dann geht es ein bisschen leichter, aber ohne Werkzeug plagt man sich ein bisschen. Jetzt da. Ja, das geht ein bisschen leichter. So, Boden weg. Und dann könnt ihr, wie gesagt, das ganze Inlay einfach rausnehmen und dann habt ihr auf der Seite einfach so einen kleinen Schieber oder so einen kleinen Hebel dran. Den drückt ihr einmal rüber, klick. So, jetzt passen maximal 30 Schuss rein. Drückt ihr den Hebel wieder rüberwärts, passen wieder 95 Schuss rein. Hier das Ganze entsprechend einmal einstellbar. Ob ihr jetzt unbedingt mit 30 Schuss spielen möchtet, weiß ich nicht, ob es da so viele Spieler gibt. Ich glaube es aber eher nicht. So, wie rum gehört es drauf? So rum. So, wie gesagt, ca. 15 € kostet es aktuell bei Shopgun. Wie viel das Magazin bei Begadi kosten wird, weiß ich leider aktuell noch nicht. Ich denke aber mal, die werden sich preislich nicht viel schenken. Einen kleinen Punkt möchte ich aber dennoch ansprechen. Die Magazine sitzen hervorragend in der Waffe drin. Sie feeden hervorragend, auch 0,32 Gramm BBs. Keine Probleme. Aber das Inlay, was ihr gerade gesehen habt, was ihr rausziehen könnt, das ist von der Toleranz minimal ein kleines bisschen kleiner wie letztendlich das äußere Gehäuse. Und dadurch, weiß ich, hört ihr das? Das ganze Inlay klappert oder scheppert minimal ein kleines bisschen da innen drin rum. Könnte man vielleicht auch nochmal irgendwie aufs Inlay nochmal eine Lage ISO-Band oder so drauf, damit es da innen drin nicht rumklappert. Wie gesagt, es stört es nicht großartig, aber ich spreche es euch wie immer einmal an. Kommen wir nun einmal zur Verarbeitungsqualität, zur Passgenauigkeit und den verwendeten Materialien. Und hier vielleicht ein Punkt vorweg, ob ihr euch jetzt von Arcturus so eine PP19 kauft, ob ihr euch von Arcturus irgendeine AK kauft oder von E&L eine AK oder von LCT eine AK, die sind alle von der Verarbeitungsqualität nahezu identisch. Also hier sind so minimale Unterschiede zu finden letztendlich. Da müsst ihr schon wirklich mit dem Messschieber nachmessen und mit der Lupe anschauen, damit ihr hier irgendwelche Unterschiede feststellen könnt. Also auch hier ist Arcturus, was AKs angeht, ganz weit vorne mit dabei letztendlich. Genauso wie E&L und eben LCT. Das sind so die führenden AK-Hersteller letztendlich. So, und wie vorhin vielleicht auch schon angesprochen, wir haben hier letztendlich, oder auch diese PP19, diese Vityas ist letztendlich ein Vollstahlmodell. Bedeutet, es gibt an der gesamten Knifte letztendlich 2 Bauteile, die aus Aluminium sind. Und das ist einmal das Rohr innen drin, also komplett einteilig, der Outer, der sich vollständig bis nach hinten einmal durchzieht. Das ist aus Aluminium, da hat man bei E&L meistens einmal Stahl, also hier Alu und letztendlich noch die Picatinny-Schiene oben drauf auf dem Gehäusedeckel, das ist auch noch Alu. Alle anderen Bauteile sind komplett aus Stahl gefertigt. Also sprechen wir uns mal ganz kurz durch. Mündungsbremse vorne, wie gesagt, einmal Stahl. Das Ganze wird standardmäßig über diesen kleinen Pin hier vorne gesichert. Bedeutet reindrücken, dann ganz normales Linksgewinde, 14 mm CCW. Könnt ihr ganz bequem abschrauben, wird hinten nochmal mit einem O-Ring schön gedämpft bzw. schön fixiert das Ganze. Und ihr könnt problemlos Schalldämpfer, Attrappen oder Tracer problemlos drauf verwenden.
So, dann haben wir da vorne gesamte Gasabnahme, Kornträger, gesamtes Bauteil einmal aus Stahl gefertigt, Korn in der Höhe einstellbar und ihr habt sogar hier vorne noch so eine ganz, ganz kleine Mini-Picatinny-Schiene unterm Rohr sitzen, beziehungsweise unterm Auto sitzen, wo ihr auch nochmal irgendwie eine Position verwenden könnt. Bajonett? Nee, Geschmarri. Wie gesagt, auf jeden Fall nochmal eine Picatinny vorhanden. Dann natürlich auch hier die obere Arretierung, wie auch die untere Arretierung vom Handschutz ist ebenfalls vollständig aus Stahl gefertigt. Und hier habt ihr eben vom Schützen aus auf der linken Seite vorne die Aufnahme für einen Trageriemen. Wartet mal, da sind wir daheim. Schaut hier einmal vom Schützen aus auf der linken Seite. Befestigung für einen Trageriemen und das Ganze ebenfalls selbstverständlich aus Stahl gefertigt. So, dann können wir gleich mit dem Handschutz weitermachen. Der ist komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt mit Glasfaseranteil und der ist ebenfalls von der Qualität und von der Passgenauigkeit einfach hervorragend. Man sieht sogar im Material so ganz leicht die Fasern ein bisschen schimmern, je nachdem wie das Licht drauf fällt, auch von der Oberflächenstruktur sehr schön, so ganz fein, ein bisschen angeraut von der Oberfläche, greift sich unheimlich schön und macht einfach qualitativ einen Top-Eindruck. Auch hier von der Passgenauigkeit vom Handschutz. Bruder Ärmel, das Ding, das sitzt mehr wie fest. Bedeutet natürlich, wenn ihr ans Hop-Up ran wollt oder wollt das Ding mal auseinanderbauen, standardmäßig den Zerlegehebel, natürlich auch aus Stahl, einmal umklappen, wie man es von der AK einfach oder von einem AK-System gewohnt ist. Und dann müsst ihr normalerweise das Ding nach oben abziehen. Ja, normalerweise, das könnt ihr bei dem Modell vergessen. Bedeutet, ihr müsst wirklich mit dem Schraubendreher irgendwie seitlich reingehen, mit einem flachen Schlitzschraubendreher und müsst dann stückchenweise das Ding einmal hochhebeln. Denn es ist, wie gesagt, es ist unheimlich sitzt unheimlich press und fest in der Arretierung letztendlich drin. Und dementsprechend aber auch hier oben null Spiel, kein Wackeln natürlich oder sonstiges. Und auch der untere Handschutz ist natürlich identisch, bedeutet auch der sitzt hier hinten sauber drin, wird innen drin Standard über das Pin-System gesichert. Und auch hier null Spiel, gar nichts. Das ist einfach eine solide Einheit, muss man sagen. Also Passgenauigkeit und auch die Materialqualität vom Kunststoff ist wirklich hervorragend. Da können wir gar nicht schimpfen. Klasse. Was ihr dann eben auch eine kleine Besonderheit jetzt bei dieser Vityaz habt, ist eben die Picatinny im unteren Bereich, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Natürlich hier direkt am unteren Handschutz mit dran, bedeutet aus Polyamid-Kunststoff, aber Glasfaseranteil, sehr, sehr solide das Ganze. Und eben vom Schützen aus auf der linken Seite nochmal eine kleine Aufnahme oder nochmal eine kleine Picatinny. Bedeutet, ihr könnt auch hier Griffe montieren, ihr könnt euch so Dummy-Lampen montieren, wenn ihr möchtet. Oder wenn ihr Österreicher, Schweizer seid, natürlich auch richtige Laserlichtmodule. Ist also hier bei dieser AK absolut kein Problem. Da muss man sagen, das sind natürlich die deutlich älteren oder Standard-AK-Modelle nicht ganz so flexibel, was die Montagemöglichkeiten angeht. Also hier haben wir wirklich ein sehr kompaktes Modell, letztendlich 9 mm System, aber auch sehr viele Montagemöglichkeiten, was man hier einfach ranpacken kann. Dieser mittlere Führungsblock oder was ist das hier oben? Ich habe keinen blassen Dunst, ich kenne den Namen immer noch nicht. Gasblock, Kimmenblock, keine Ahnung. Auf jeden Fall der ganze Block hier vorne drin, der ist natürlich auch einmal komplett aus Stahl gefertigt, wird dann hinten mit dem Receiver verbunden und wird unten einmal mit dem Rohr innen drin verbunden. Auch hier selbstverständlich absolut null Spiel. Und in diesem Stahlblock habt ihr eben bei der Vityaz hier oben das Scharnier eingearbeitet, letztendlich für den Gehäusedeckel. Bedeutet, seht ihr, da hängt hier oben das Scharnier einmal dran und dementsprechend aber auch schön, dass das Ganze einfach aus Stahl gefertigt ist. Hätten sie jetzt hier irgendwie Alu verwendet, dann wäre das wahrscheinlich nicht ganz so gut gewesen. Also komplett aus Stahl und natürlich auch die Kimme Standard, wie man es einfach kennt. Kimmenblatt letztendlich über Zusammendrücken in der Höhe einstellbar, wie man es von AKs einfach kennt. Und hier ebenfalls die gesamte Kimme natürlich, wie soll es anders sein, einmal aus Stahl gefertigt. So, und wenn wir das Ding jetzt einmal so heben und mal rumdrehen, dann seht ihr hier einmal innen drin oder vom Schützen aus auf der linken Seite hier diesen, wartet mal, wo ist es, ein Scharf? Oh, hier, den Pin hier einmal rauskommen. Das ist wirklich ein Pin, bedeutet, der sichert letztendlich auch nochmal den Outer und ist zusätzlich nochmal mit dem Gewindestift gesichert. Da werde ich euch jetzt dann anschließend ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, wenn ihr das Ding mal demontieren möchtet. Denn der Pin, der sitzt sowas von brutal fest, da müsst ihr auch am besten mit dem Hammer drauf rumklopfen, ansonsten löst sich da gar nichts. Also Gewindestift raus, dann draufprügeln. Muss aber auch sehr press drin sitzen, denn natürlich, wenn wir letztendlich einmal unseren Klappschaft
einklappen, dann können wir den Klappschaft quasi auf diesem Pin oder über diesem Pin arretieren. Bedeutet, ihr klickt den Klappschaft da letztendlich einmal auf den Pin drauf. Quasi, so sieht man es geil, guck mal. So, seht ihr? Und dann ist es wunderbar arretiert letztendlich an diesem Pin über ein Nut- und Federsystem. Um das Ganze dann wieder lösen zu können, bisschen nach oben ziehen und dann wieder nach hinten. Dann könnt ihr wieder aufklappen. Und dementsprechend aber auch schön, dass der Pin wirklich sauber und fest drin sitzt. Wäre der ein kleines bisschen lose oder eben nicht so fest und wir würden am Schaft quasi ziehen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir den Pin mit rausziehen könnten. Dementsprechend aber auch hier von der Passgenauigkeit einfach sehr press und entsprechend auch gut umgesetzt. Gesamter Receiver bzw. gesamtes unteres Gehäuse ist dann wie bei E&L und LCT und whatever auch wieder aus gestanztem Stahlblech gefertigt. Auch hier von der Qualität und von der Passgenauigkeit wirklich hervorragend. Keine groben Schnitze irgendwo drin, auch der Gehäusedeckel oben mit der Picatinny-Schiene oben drauf. Natürlich auch aus Stahlblech und es sitzt einfach wunderbar. Wisst ihr, auch wenn ihr da eine Montage drauf macht, irgendwie einen Rotpunkt oder so da oben drauf knallt, das wackelt euch jetzt nicht da oben irgendwie auf der Picatinny-Schiene rum, weil eventuell der Gehäusedeckel ein bisschen Spiel hat. Ist hier nicht der Fall. Bedeutet, sitzt alles sauber vorne im Scharnier drin und wird auch im hinteren Bereich sauber über diesen Arretierungsknopf, wie man einfach kennt, sauber fixiert und sauber gehalten. Und dann sitzt es einfach immer gerade drauf und kann da nicht irgendwie Millimeter oben rumschwabbeln. Also auch hier Passgenauigkeit und Montagevorrichtung würde ich ebenfalls heute als sehr positiv ansprechen. Gehäuse, wie gesagt, aus Stahl, dann natürlich auch der Feuerwahlhebel Standard, wie man es von der AK gewohnt ist, auch hier wieder aus Stahlblech gefertigt. Hier nur wieder der eine Punkt, warum ich AK Fire Selector bzw. Feuerwahlhebel nicht leiden kann. Auch hier habt ihr nicht wirklich ein schön definiertes Klicken. Bedeutet, ja, ihr könnt hier auch vom Schützen aus auf der rechten Seite einfach mit dem Abzugsfinger hoch, habt ihr hier eben so eine kleine Druckplatte mit dran, könnt ihr eben schnell umschalten, aber so dieses definierte Klicken, das ist hier auch wieder leider nicht vorhanden. Also, wie soll ich sagen, wenn man einfach eine AR-15 gewohnt ist, so ein kleiner Fire Selector, so klick, 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 das ist einfach was anderes wie bei so einer AK. Also ja, wenn man ein bisschen vorgeht, dann klickt er hier schon ein. Aber wenn es mal schnell gehen muss, dann drückt man da einfach drauf, platsch und dann fährt das Ding halt komplette Rotze runter. Also wie gesagt, hier vom Fire Selector bzw. vom Feuerwahlhebel auch nicht wirklich definiert. Was man aber sagen muss, was ihr jetzt gerade schon gesehen habt, diesen erweiterten Feuerwahlhebel, den hat man jetzt letztes Mal auch schon bei manchen AKs gesehen und da lief der immer brutal straff. Bedeutet, ja, man konnte ihn runter bewegen, aber nach oben ging das bei den meisten Modellen brutal schwer oder fast überhaupt nicht. Bedeutet, ihr musstet so oder so einmal umgreifen und das Ding letztendlich einmal so betreiben. Ist hier aber nicht unbedingt nötig, denn ihr seht, der läuft im Vergleich zu anderen AKs, läuft der relativ leicht, muss man sagen. Und dann könnt ihr auch einfach, wie gewohnt, einfach Abzugsfinger hoch und könnt das Ding sogar hier unten einmal hochdrücken. Also das funktioniert bei der Vityaz oder bei der Arcturus funktioniert es wirklich einwandfrei, muss man sagen. Da sind andere Modelle, gehen da ein kleines bisschen straffer. So, dann der Abzug, natürlich hier EFCS-System drin von Begadi, kleine Mikrotaster und ihr könnt das Ganze natürlich hinten wieder stehen lassen. Bedeutet, ihr habt natürlich keinen Druckpunkt irgendwie. Bedeutet, wartet mal, schalten wir um. Bedeutet, ihr zieht den Abzug und hier hinten circa bei den letzten 3 mm kommt der Mikrotaster. Bedeutet aber auch, dass ihr natürlich nicht den gesamten Abzugsweg immer nutzen müsst. Habe ich auch schon öfters erklärt, aber ganz kurz für Einsteiger, mit dem EFCS-System, mit dem Mikrotaster, ihr müsst jetzt hier nicht die ganze Zeit einfach den hier machen, sondern ihr fahrt den Abzug einfach circa bis zu 3 mm vor Schluss einfach hinter und könnt ihn hier hinten halten. Und könnt dann letztendlich einfach nur in den hinteren circa 4-5 mm könnt ihr hier hinten einmal triggern. Also der Reset beziehungsweise, der Reset einfach vom Abzug muss nicht so lang sein. Ihr könnt ihn so lang kommen lassen, müsst ihr aber nicht. Wie gesagt, einfach hinterstellen, kennt ihr auch von Ares-Systemen und einfach hier hinten einmal schön schnell und sauber triggern. Was natürlich wieder der Punkt ist, natürlich auch hier Standard V3 Gearbox innen drin mit diesem Umlenksystem und dementsprechend nehmt ihr diesen Mikrotaster nicht wahr. Bedeutet nicht wie bei einer AR-15, dass ihr dann merkt, hier kommt der kleine Taster, so klick, klick, klick. Das ist hier nicht der Fall. Bedeutet, ihr nehmt keinen Druckpunkt oder keinen Widerstand, wo der Mikrotaster letztendlich ist,
einmal war. Das ist aber letztendlich bei allen mechanischen V3 Gearbox-Systemen bzw. EFCS-Systemen einmal der Fall. Und wer in Titan spielt, der weiß da drückt man ins Leere rein. Von daher ist wurscht, muss man sagen. Was wir vielleicht hier auch gleich noch ansprechen können, auch natürlich gesamter Fake-Verschluss hier innen drin, also die Abdeckung zusammen mit dem Spannhebel. Hier ist natürlich auch alles problemlos einmal aus Stahl gefertigt und läuft tadellos. Also genauso wie bei jeder anderen AK, kein Haken, kein Kratzen, kein Klemmen oder sowas. Und wie gesagt, ebenfalls komplett aus Stahl gefertigt. Dann haben wir unten den Magazintrichter bzw. Magazinschacht und dieses Bauteil ist eben aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, genauso wie der Vorderschaft eben auch. Selbe Oberflächenstruktur letztendlich vorhanden und zum Magazin lösen, links oder rechts hier unten einmal reindrücken. Bedeutet, wartet mal, hier liegt ja sogar ein Magazin rum, einfach Magazin rein, zack, sitzt sauber drin, hat so gut wie gar kein Spiel und zum Lösen einfach mit dem Daumen hin, zack, reindrücken, rausziehen, fertig. Funktioniert tadellos und wie gesagt, klasse, einfach passt. So, und jetzt noch ein kleiner Punkt. Im Lieferumfang habe ich euch gesagt, da ist ebenfalls dieser Magwell bzw. der Magazintrichter drin, den ihr ein bisschen anschrauben oder erweitern könnt. Bedeutet letztendlich einmal, wartet mal, dieses Teil hier, den könnt ihr optional, könnt ihr den da unten noch einmal mit dran packen. Da sind zwei kleine Gewindestifte und Inbusschlüssel dabei. Da habt ihr hier innen drin, warte mal, wie seht ihr das denn? Ich weiß nicht, ob ich Licht reinbekomme. Auf jeden Fall habt ihr hier halt zwei so Löcher, da kommen die Gewindestifte rein und dann klemmt ihr letztendlich diesen erweiterten Trichter oder Magwell, klemmt ihr dann letztendlich einfach auf den anderen drauf. Ist ein bisschen Geschmackssache, wirklich vom Vorteil finde ich das Ding nicht wirklich. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden, ob dann braucht oder nicht. Ist auf jeden Fall im Lieferumfang letztendlich einmal enthalten. Dann lasst uns ganz kurz über den Griff sprechen. Ja, es ist letztendlich ein stinknormaler Griff, aber ganz kurz ein kleiner Punkt. Auch hier Polyamid-Kunststoff, Glasfaseranteil und von der Oberflächenstruktur auch sehr schlicht gehalten. Bedeutet genauso wie der Vorderschaft so eine ganz feine Struktur letztendlich drauf. Und dementsprechend ist er aber auch ein kleines bisschen rutschiger. Also da könnte, für meinen Geschmack könnte der ein bisschen mehr Struktur einfach haben oder ein bisschen mehr Textur. Bedeutet, dass er einfach noch ein bisschen griffiger ist. Und wie gesagt, bei anderen AKs meistens ein bisschen, einfach ein bisschen griffiger. Der ist also von der Oberfläche doch ein kleines bisschen glatt, muss ich sagen. Wenn man gescheite Handschuhe hat, ist es aber letztendlich auch wurscht. Dann fehlt abschließend letztendlich nur noch der gesamte Klappschaft hinten und wie soll es anders sein? Natürlich auch dieser komplett vollständig aus Stahlblech gefertigt und sitzt auch in der Stahlarretierung hervorragend drin. Bedeutet auch der Klappmechanismus bzw. das Scharnier, wo alles einmal arretiert und fixiert wird, ist ja auch komplett aus Stahl gefertigt. Also auch hier nicht irgendwie ein Bauteil aus Zinkguss oder sowas drin, nein, komplett aus Stahl. Und wie gesagt, wenn das Ding da mal arretiert, dann ist er arretiert. Bedeutet, ihr habt da hinten im Scharnier absolut null Spiel, gar nichts. Dennoch läuft er aber erstaunlicherweise wirklich sehr anständig. Bisschen Widerstand ist drauf, minimals. Wie gesagt, läuft sauber, aber wenn er arretiert ist, dann sitzt er perfekt einmal dran. Also auch hier im Vergleich gerade mal zu wo gab es diese Probleme? Bei dieser E&L AK12, da hatte der Bolzen oder der Pin im Scharnier hatte da einfach vielleicht 0,1 Luft irgendwie in der Bohrung drin und dann konnte der gesamte Schaft da hinten ein bisschen rumwackeln. Hier sauber umgesetzt. Perfekt, sitzt hervorragend, sauber dran, so wünscht man sich das. So, und dann habt ihr hier noch die Aufnahme für den Trageriemen vom Schützen aus auf der rechten Seite. Natürlich hier auch die Aufnahme selbst, alles aus Stahl gefertigt, lässt sich sogar im Winkel einstellen, klemmt aber standardmäßig sehr stark, muss man sagen. Bedeutet, wenn ihr das Ding neu bekommt, müsst ihr mit ein bisschen Gewalt hergehen und müsst das Ding ein bisschen aufbiegen. Denn wie gesagt, ihr bekommt ihn anders nicht raus. Also der liegt da brutal flach letztendlich dran. Der wurde eingesetzt, wurde dann hier mit dem Stahl verpresst und dadurch klemmt er am Anfang ein bisschen. Wie gesagt, nicht scheuen, einfach Daumen hernehmen, ein bisschen Kraft hernehmen und dann das Ding minimal ein bisschen rausbiegen letztendlich. So, und dann könnt ihr da ganz normal einmal euren Trageriemen letztendlich dran befestigen. Dann lasst uns abschließend bei der Verarbeitung noch über das Thema Hop-Up sprechen. Wie stellt ihr bei dem Modell das Hop-Up ein? Und das habe ich euch vorhin schon kurz gesagt nach dem Chronotest. Schussergebnisse sehr, sehr gut in der Hop, lässt sich im Vergleich zu Standard-AK Hop-Up-Kammern wirklich saumäßig gut einstellen. Ebenfalls Arcturus wieder ein kleines Feature, dass ihr den Fake-Verschluss oder den Bolt
über den Feuerwahlhebel arretieren könnt, bedeutet, ihr schaltet hier zunächst mal um, in dem Fall jetzt Full Auto oder Semi, ist ja wurscht, zieht das Ding, zieht den Verschluss einmal vollständig nach hinten und dann könnt ihr eben den Feuerwahlhebel wieder einmal hochklappen und könnt das Ganze darüber arretieren. Bedeutet, ihr müsst es nicht die ganze Zeit irgendwie auf Zug halten. Das finde ich einfach benutzerfreundlich, sowas. Klasse. So, und dann seht ihr bereits hier innen drin jetzt diese moderne oder neue Hop-Up-Kammer von Arcturus mit dem sehr groß dimensionierten Drehrädchen mit einem TDC-System. Bedeutet, der Tensioner wird gerade von oben nach unten bewegt und das Ganze eben nicht über einen Lever und nicht über irgendwelche Schiebersysteme. Also hier saumäßig gut und wie gesagt, ihr kommt da wunderbar mit dem Finger hin, könnt hier wunderbar einmal den Hop letztendlich einstellen, schön Widerstand einmal drauf, richtig schön fein, stufenfrei zu arretieren. Das ist einfach eine geile Hop-Up-Kammer out of the box, muss man sagen. Also hier wirklich klasse Arcturus, sauber gemacht, saugute Hop-Up-Kammer. Nur wie vorhin schon mal angesprochen, ganz kurz, beachtet aber, der Hop kommt erst ab einer Viertelumdrehung oder sowas. Bedeutet, ihr müsst erstmal, wenn das Ding auf 0 steht, erstmal eine Viertelumdrehung zurücklegen, bevor überhaupt der Tensioner auf das Bucking letztendlich Druck aufbaut. Also nicht wundern, wenn ihr da ein bisschen dran dreht und es passiert nichts. Viertelumdrehung und dann könnt ihr loslegen, sauber zu justieren. Also Hop-Up werde ich heute definitiv einen Pluspunkt geben, denn nicht nur die Kammer lässt sich sauber einstellen, sie ist von der Qualität gut, der Lauf, der drin ist saugut und das Bucking und der Tensioner sind ebenfalls saugut. Also hier out of the box einfach ein brauchbares Hop-Up-System, muss man sagen. Bevor wir gleich weitermachen mit den Internals, noch kurz 2 Tipps zur Demontage. Die gesamte Demontage werde ich mir sparen, würde das Video letztendlich nur unnötig lang machen, denn die PP19 geht letztendlich genauso wie eine Standard AK oder sowas. Also nicht wirklich anders konstruiert, nicht wirklich anders aufgebaut. 2 Punkte aber, die zu beachten sind. Zunächst einmal habt ihr hinten diese Klemmung oder diese Arretierung für den Schaft drin. Bedeutet, sitzt hier seitlich einmal drin und geht vollständig durch die Gearbox letztendlich durch, bis auf die gegenüberliegende Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr dann hier so einen kleinen Druckknopf einmal drauf. Da ist hier quasi so eine kleine Feder eingearbeitet und nochmal eine kleine Feder. So, bedeutet, das Ganze drum sitzt dann letztendlich so rum drin. Dann kommt die schwarze Feder drauf und dann kommt hier einmal dieser Knopf drauf. Und dann wird das Ganze eben von der Seite mit einem kleinen Gewindestift quasi gesichert. Um also die Gearbox rauszubekommen, müsst ihr zunächst mal mit einem kleinen Inbus hier seitlich von dem Knopf dann einmal diesen kleinen Gewindestift da seitlich einmal lösen. Bedeutet hier einfach so reingehen, zack, und hier einmal Gewindestift losschrauben. Dann könnt ihr eben diesen Knopf rausnehmen und das Ding auf die gegenüberliegenden Seite durchdrücken. Wenn ihr an die Hop-Up-Kamera ran wollt oder wenn ihr das Frontset demontieren wollt, da gibt es auch eine Kleinigkeit zu beachten. Und zwar habt ihr zunächst mal innen drin, wie bei einer AK, einmal diesen Gewindestift, der das ganze Rohr mit dem Gehäuse verbindet. Bedeutet, ihr müsst von oben hergehen, müsst einmal einmal aufklappen, die ganz normale Kimme hier durchgehen und innen drin den Gewindestift einmal lösen. So, und dann wird das Ganze aber zusätzlich noch hier seitlich mit dem Pin gesichert, wo ihr gleichzeitig einmal den Klappschaft daran arretieren könnt. Und dieser Pin, wichtig, den könnt ihr nicht einfach nur rausklopfen, sondern der wird auch nochmal über einen Gewindestift gesichert. Da habt ihr so einen ganz, ganz kleinen Mini-Gewindestift, den hier. Der sitzt hier vorne einmal drin, da kommt man relativ bescheiden hin, muss ich sagen. Ihr könntet hier diesen Spannstift rausschlagen und das abziehen, aber mit so einem kleinen Inbus kommt er hier seitlich einmal rein. Seht ihr vielleicht, hier müsst ihr seitlich rein oder innen drin ist der Gewindestift, der diesen Pin sichert. Also rausschrauben den Gewindestift und dann könnt ihr den Pin einmal rausprügeln. Und auch der Pin sitzt unheimlich press und fest drin, also da müsst ihr ganz schön draufhauen. Seht ihr vielleicht sogar, ich habe schon ein paar kleine Macken reingehaut in das Ding. Denn wie gesagt, der sitzt echt unheimlich brutal einmal drin. Der Rest ist Standard, wie man es von der AK zum Beispiel kennt. Gut Leute, dann schauen wir uns heute selbstverständlich wieder die Internals im Detail an und wie ganz am Anfang schon angesprochen, hier letztendlich das Hauptmerkmal, warum überhaupt jetzt ein Review, denn ja, so eine PP19, gut, hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen, aber hier jetzt eben wieder so eine Bugatti Update Serie, die einige Besonderheiten hat im Vergleich zu der Standard Arcturus Serie. Und auch habe ich mir sagen lassen, die Internals jetzt hier in der PP19 sind 1:1 identisch wie bei den anderen
ja, Bugatti Update Arcturus AKs. Bedeutet auch, wenn ihr Bock habt auf so eine AK01 oder sowas, sind hier exakt dieselben Internals einmal drin verbaut. Beginnen wir heute zunächst mal wieder bei der Gearbox Shell, denn das ist eher so das Hauptmerkmal, warum ich jetzt eigentlich das Modell ein bisschen feiere oder allgemein diese Update-Serie ein bisschen feiere. Denn das größte Problem bei Arcturus, bei der AK wie auch bei der M4-Serie war immer die doch recht veraltete Gearbox, muss man sagen. Bedeutet, Arcturus hatte immer eine Gearbox drin verbaut mit so einem relativ alten Mikroschaltersystem. Und dementsprechend waren diese Gearboxen nicht zu EFCS-Systemen kompatibel. Bedeutet, ja, man konnte außen so ein stinknormales kleines MOSFET hinlöten, aber wirklich ein hochwertiges EFCS mit Zyklenüberwachung war leider nicht möglich. So, und wenn wir uns jetzt diese Gearbox mal anschauen in dieser PP19, es ist letztendlich eine Standard V3 Gearbox und die ist auch noch irgendwie ein bisschen umgemodelt. Bedeutet, wenn man hier sich das mal anschaut von unten, es ist immer noch irgendwie ausgelegt für ein Mikroschaltersystem. Bedeutet, hier sitzt standardmäßig dieser kleine Mikroschalter drin, wie ihr den einfach kennt vermutlich. Aber jetzt bei dieser Bugatti Update Serie ist hier irgendwie die innere Aufnahme ist irgendwie ein bisschen anders. Bedeutet, hier ist es jetzt eben möglich, in dieser Gearbox Shell ist es jetzt hier eben möglich, ein stinknormales V3 EFCS-System einmal zu verwenden. Und das war eben leider bei den alten oder Standard-Arcturus-Modellen nicht möglich, da eben nicht kompatibel. Also hier, jetzt bin ich mir nicht sicher, entweder jetzt hier für diese Bugatti Update-Serie irgendwie umgemodelt oder aber Arcturus hat von sich aus irgendwie bei den neueren Generationen allgemein die Gearboxen überarbeitet. Auch da komme ich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns dann diese AR15 bzw. M4-Serie anschauen. Denn auch hier hat sich einiges beim Thema Gearbox getan. Also hier, ja, weiterhin irgendwie ausgelegt für ein Mikroschaltersystem, aber gleichzeitig irgendwie so eine Hybridlösung für EFCS-Systeme. Finde ich gut, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Hier eben auch ein EFCS entsprechend natürlich drin verbaut. Ansonsten handelt es sich hier aber um eine Standard V3 AK Gearbox. Bedeutet auch hier hinten ganz normal die Aufnahme hinten drauf, wie das von AK Gearboxen einfach kennt. Und natürlich die äußeren Maße ebenfalls Standard AK. Was ich euch jetzt leider nicht sagen kann, und ich bin auch absolut kein Profi beim Thema AK, aber wenn ihr euch diese Gearbox anschaut, habt ihr hier hinten drin ja diesen, wie soll ich sagen, diesen Führungszapfen hier einmal für den Halter, für den Klappschaft. Bedeutet, hier hinten ist so eine kleine Bohrung drin, wo dieser Zapfen oder diese Welle einmal durchgeht. Also die geht durch die Gearbox durch. Und dieser Block hält dann letztendlich einmal den Klappschaft hinten. Hier bin ich mir heute leider nicht ganz sicher, ob diese Bohrung hier hinten bei allen V3 Gearboxen vorhanden ist. Ich glaube aber nicht. Bedeutet, normalerweise hat eine AK-Gearbox hier hinten keine Bohrung. Bedeutet hier eventuell eine kleine Besonderheit bei AK-Gearboxen mit Klappschaft eventuell. Wie gesagt, weiß ich nicht genau, kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ich meine, diese Bohrung ist nicht standardmäßig bei einer V3 vorhanden. Kann mich aber euch auch irren. So, Gearbox, wie gesagt, Standard V3, Qualität hervorragend, Passgenauigkeit hervorragend, bedeutet hier überall Nut- und Federsystem bei der Shell, beide Hälften sitzen hervorragend und wunderschön Press einmal zusammen, bedeutet absolut null Spiel, schönes Nut- und Federsystem einmal außenrum, hier vorne einmal rum, hier oben noch Nut- und Federsystem, die Bohrungen bzw. die Gewinde haben noch ein Nut- und Federsystem und wie gesagt, hier von der Passgenauigkeit wirklich tipptopp. Hervorragend, können wir gar nicht schimpfen. Auch wieder ein kleines bisschen verstärkt natürlich hier im äußeren Bereich, sieht man es am Zylinder. Wir haben jetzt hier zwar 90 Grad Kanten einmal drin, das ist bei einer V3 aber relativ normal. Aber ihr seht hier auch nochmal bei der 90 Grad Kante jeweils so ein bisschen, ja, so eine Wulst dran oder so ein Radius dran. Bedeutet hier einfach noch das Material ein kleines bisschen verstärkt letztendlich. Aber wie auch schon so häufig angesprochen, so eine V3-Gearbox hält im Regelfall deutlich mehr Energie aus wie eine Standard V2. Bedeutet auch, wenn ihr in das Ding von mir aus mal 1,7, 1,8 reinzimmert, das macht so eine Gearbox problemlos einmal mit. Denn wie gesagt, V3 ist im Regelfall immer haltbarer wie eine Standard V2-Gearbox. Bei den Lagern hat man dann wieder eine Mischkombination. Bedeutet, zunächst einmal hat man hier ein 8 mm Lagersystem, bestehend aus Stahlaufbuchsen und Kugellager. Bedeutet Stahlaufbuchsen 8 mm, einmal am Sektor und am Spur und unten am Bevel jeweils ein 8 mm Kugellager und das auf
beiden Seiten einmal eingearbeitet. Und auch hier muss man sagen, der Lagersitz oder die Pressung der Lager ist wirklich hervorragend. Und diese sitzen wunderbar und press einmal in der Gearbox drin. Also die fallen euch nicht irgendwie raus, die können nicht mitdrehen, sondern die sind einfach sauber verpresst, so wie man sich das wünscht. So, dann kommen wir ebenfalls noch kurz auf das Thema Federschnellwechselsystem noch mal kurz zu sprechen. Das habe ich euch vorhin schon mal gezeigt, aber hier vielleicht in der Nahaufnahme noch mal. Jetzt haben wir hier hinten drin in der Gearbox, kommt man natürlich von außen hin, finde ich einfach mega geil und wird es heute auch einen Pluspunkt geben. Und dann hat man hier hinten drin einmal diesen schönen Edelstahl Spring Guide sitzen, komplett aus Edelstahl gefertigt, mit Axiallage hinten drauf. Wunderbar von der Qualität, mit einem Zwei-Flügel-System. Bedeutet, seht ihr, letztendlich Standard, links und rechts ein Flügel und arretiert einmal hier hinten sauber in der Gearbox drin. Könnte aber natürlich jetzt aufgrund der zwei Flügel, könnte der natürlich, wenn die Feder sich aufzieht, könnte sich der im Winkel ein klein wenig verändern. Dementsprechend wird das Ganze von hinten eben mit so einer speziellen Schraube wieder einmal gekontert bzw. gesichert, damit das Ganze sauber drin sitzt. So, und hier, vielleicht vorhin eben schon kurz angesprochen, hier ein kleines bisschen schade. Die Schraube ist von der Aufnahme her ein bisschen komisch gemacht, finde ich, von Arcturus. Das ist letztendlich auch so eine ganz dünne Schraube, aber kein Schlitz hinten drin, kein Sechskant hinten drin, sondern so ein relativ spezielles Arretierungssystem. Sie haben hinten im Receiver locker nochmal Platz gehabt, damit die Schraube vielleicht auch mal 3 oder 4 mm dick sein hätte können. Und dann hätten sie hier auch gerne einen stinknormalen Schlitz einfach nehmen können. Dann hätte man sich beim Aufmachen oder beim Lösen der Schraube nicht so plagen müssen. Also hier ein kleines bisschen schade, diese Konterschraube für den Spring Guide. Wie gesagt, die hätten sie besser machen können. Bisschen dicker, ganz normalen Schlitz rein, dann hätten wir das Ding einfach mit dem Schlitzschraubendreher oder mit dem Centstück einfach aufschrauben können. Hier muss man jetzt entweder ein spezielles Tool irgendwie besorgen oder halt, wie vorhin schon vielleicht gezeigt, einmal mit dem Schlitzschraubendreher so einmal im Radius rumklopfen, damit man sie einmal aufbekommt. Also diese ist leider nicht ganz perfekt, aber sie tut natürlich, was es soll und sichert den Spring Guide oder zentriert den Spring Guide anständig im mittleren Bereich. Schauen wir uns anschließend das EFCS kurz an, auch wenn ich mich hier leider wieder ein bisschen wiederholen muss, aber eben für Einsteiger, neue Zuschauer im Airsoft-Bereich nochmal ganz kurz erklärt. Wie gesagt, die meisten werden es jetzt mittlerweile wissen. Hier eben jetzt die Besonderheit, wie gerade angesprochen, was standardmäßig bei den Arcturus-Modellen nicht möglich ist. Hier jetzt eben so ein EFCS-System bzw. eine moderne Elektronik bereits drin verbaut. Hier habt ihr letztendlich einmal den Abzug über so einen kleinen Mikrotaster hier. Bedeutet, wenn ihr den Abzug zieht, habt ihr keine alte Switch-Assembly drin, sondern der Stromkreis wird direkt über die Elektronik, über ein MOSFET geregelt. Das MOSFET ist hier direkt auf der Platine mit drauf installiert. So, dementsprechend können natürlich problemlos 11 Einser verwenden. Das ist bei alten Systemen mit ohne MOSFET nicht immer der Fall. Und ebenfalls hat die Platine eben eine Zyklenüberwachung, Akkuabschaltung, Akkuüberwachung bedeutet, schaltet einfach automatisch ab, wenn der Akku einmal leer wird. Und eben die Zyklenüberwachung hier hinten beim mechanischen System über so einen kleinen Mikrotaster eingearbeitet. Bedeutet, wenn das Sektorgear bzw. wenn das Zahnrad eine Umdrehung abgeschlossen hat, dementsprechend ein Schusszyklus abgeschlossen ist, wird der kleine Taster hier betätigt automatisch und dementsprechend weiß einfach das System, wann der Schuss letztendlich gelöst wurde. Und das ist bei Standardsystemen leider nicht der Fall. Also hier eine moderne Elektronik mit allen Features, die man sich letztendlich wünscht. Wird auch sauber gehalten über zwei kleine Schrauben. Hier oben ist eine drin, hier ist einmal eine drin mit so einem Flansch außenrum. Und da sitzt die Platine einfach hervorragend und fest in der Gearbox einmal drin. Also hier tipptopp, können wir gar nicht schimpfen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob es ein Problem ist mit der Gearbox, weil die ja eigentlich ausgelegt ist für Mikroschaltersysteme. Nein, die Gearbox ist hier zwar vollständig einmal offen hier vorne, hier kann euch aber nicht irgendwie Schmutz oder sowas einmal eindringen, denn das Ganze wird natürlich unten über den Receiver einmal geschlossen. Also nicht wie beim G36, kleiner Vergleich hier einfach, wo diese Öffnung im Magazinschacht sichtbar ist und dementsprechend Dreck reinfallen kann, wenn man die Waffe falsch rumhält. Das spreche ich jetzt so an. Ist hier eben nicht der Fall bei der AK, denn wie gesagt, der Receiver zieht sich weiter vor und der Magazinschacht kommt dann letztendlich erst hier im vorderen Bereich. Dementsprechend wird die Öffnung hier sauber vom Receiver einmal geschlossen letztendlich.
Bevor wir uns im Detail heute die Gears und das Shimming anschauen, möchte ich erstmal auf das Zylinderset und auf das Pistonset eingehen. Bedeutet einmal Piston, Pistonhead, Zylinder, Zylinderhead und Nozzle. Beginnen wir erstmal beim Pistonset. Bedeutet, hier haben wir einen kompletten Stahlzahnpiston, bedeutet 15 Stahlzähne und ist letztendlich aber ein Standard Arcturus Piston. Bedeutet diesen seitens Begadi nicht irgendwie aktualisiert, ist aber ein sehr, sehr guter Piston, komplett aus PA gefertigt. Bedeutet hier Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil am Korpus. Sehr, sehr haltbares Material, sehr laufleichtes Material. Bedeutet hier einfach einen schön optimierten, gut laufender und smoother Piston. Und ihr müsst euch auch bei mehr Energie keine Gedanken machen, dass irgendwie mal hinten die Zähne rausbrechen oder nach innen reingedrückt werden, dass der Korpus quasi hinten rausbricht, ist hier nicht der Fall. Also wie gesagt, hier ein sehr, sehr guter Piston, aber letztendlich auch Standard Arcturus und seitens Begadi eben nicht aktualisiert. Aber wie gesagt, klasse, muss man auch nicht tauschen, könnt ihr problemlos drin lassen, auch wenn ihr von der Energie etwas höher gehen dürft. So, dann eben der Pistonhead, wie vorhin schon kurz angesprochen. Hier verbaut Begadi ihren Begadi Vario Pistonhead, bedeutet diesen Pistonhead, über welchen ihr mit dem Einstelltool letztendlich die Energie etwas reduzieren könnt. So, und das ist aber auch immer abhängig, beziehungsweise ja, die Einstellbarkeit, den Bereich, wo ihr drosseln könnt, ist immer abhängig auch vom Volumen. Bedeutet, wenn ihr ein sehr viel Volumen in eurer Knifte drin habt, zum Beispiel mit dem Typ F-Zylinder und dann das Ganze eben noch von mir aus mit dem 16 Zahn Sector-Gear bei einer Lauflänge von 250 mm, könnt ihr hier sehr wenig runterdrosseln. Da wir hier in dieser PP19 ein Verhältnis haben von 2,06:1 vom Volumen zum Lauf, könnt ihr hier den Bereich einstellen von maximal 1,3 Joule mit der Originalfeder bis Minimum 0,7, 0,8 Joule kommt er runter. Hätte man meiner Meinung nach jetzt bei dieser PP19 nicht unbedingt einbauen müssen, denn wie vorhin schon angesprochen, hier eben ein Federschnellwechselsystem drin und man hätte die Energie auch problemlos über die Feder reduzieren können. Wenn man jetzt allerdings runter möchte auf 0,5 Joule zum Beispiel, dann bietet sich das Ganze natürlich über diesen einstellbaren Pistonhead, bietet sich das Ganze an. Bedeutet, man macht den einfach vollständig auf, dann kommt man mit der Originalfeder auf 0,7 bis 0,8 und dann kann man zum Beispiel einfach noch runtergehen auf eine 110er Feder zum Beispiel und kommt dann auf 0,5 Joule. Und dementsprechend könnte man sich jetzt das System auch so aufbauen, dass man, sage ich mal, maximal 1 Joule hat, zum Beispiel für eine Halle oder sowas, gleichzeitig das Ganze aber über den Vario-Head noch auf 0,5 Joule drosseln kann, ohne eine andere Feder kaufen zu müssen. Wie gesagt, hier dieser einstellbare Pistonhead drin verbaut. So, die Kombination ist schon mal gut. Schauen wir uns dann auch gleich von der Abdichtung her an. Auch der Zylinder ist in Ordnung für diese PP19. Wie ich schon gesprochen, gerade eben das Verhältnis 2,06:1, also viel Volumen drin. Man kann problemlos 0,3 Gramm, 0,32 Gramm BBs verwenden, wenn man denn möchte, denn das langt in dieser Knifte einmal aus. Hier ist die Lauflänge natürlich 250 mm und es passt. Wenn wir uns nächste Woche aber die AR15 anschauen, da verbaut Arcturus den gleichen Zylinder, gleiche Hublänge, also auch mit Volumenreduzierung und da wird es schon ein bisschen kritischer. Aber wie gesagt, hier jetzt in dieser PP19 passt das Ganze wunderbar, Zylinder und Lauflänge. Ist übrigens ein kompletter Edelstahlzylinder und auch bei der Fräsung bzw. bei der Volumenreduzierung innen drin absolut kein Grat dran. Also hier ist sauber entgradet innen drin und ihr scheuert euch entsprechend nicht irgendwie den O-Ring oder den X-Ring von dem Pistonhead kaputt. Also das passt soweit. So, die restlichen Komponenten, Zylinderhead und Nozzle, sind dann wieder Standard Arcturus, wie der Zylinder letztendlich auch. Bedeutet hier nicht aktualisiert von Begadi, sondern ein stinknormaler PA Zylinderhead V3 bzw. V2 drin verbaut und der ist eben Standard Arcturus. Aber der ist auch in Ordnung, wie gesagt, PA-Kunststoff ist die Aufnahme für die Nozzle bzw. der Stutzen innen ist einmal aus Edelstahl eingepresst in den Polyamid-Kunststoff, sitzt hervorragend in der Gearbox drin. Und das Ganze mit einem O-Ring. Dieser eine O-Ring ist aber meiner Meinung nach auch ausreichend, denn der sitzt einfach unheimlich schön und presst hier vorne im Zylinder drin. Seht ihr, den müsst ihr richtig fest einmal reinpressen. Und dann sitzt das Ding, wie gesagt, hervorragend einmal drin. So, und dementsprechend kann man nämlich jetzt auch den Kompressionstest mal kurz machen. Der Pistonhead müsste geschlossen sein. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, der Pistonhead ist geschlossen, baut hier einmal Kompression auf.
und dementsprechend ist die Abdichtung von Pistonhead zum Stutzen oder beziehungsweise zum Zylinderhead ist hier wirklich sehr, sehr gut. Also hier können wir überhaupt nichts maulen und da muss es auch meiner Meinung nach nicht unbedingt jetzt Aluminium sein, das macht den Bock auch nicht fett. Solange das Ding sauber abdichtet und es tut, kann man den problemlos einmal drin lassen. So, auch vom Sorbopad hinten ist es in Ordnung, aber halt nicht ganz so schön jetzt wie wenn man irgendwie so ein fettes Sorbo hat mit 50 Shore oder sowas, sondern hier hat man so ein Standard Sorbo letztendlich und dieses ist relativ hart, muss man sagen. Bedeutet, es ist circa vielleicht 90 Shore, also ein sehr, sehr hartes Sorbopad und dementsprechend schlägt natürlich auch der Pistonhead relativ hart da hinten drauf. Und es macht sich auch im Klangbild ein kleines bisschen bemerkbar. Bedeutet, diese ganzen Zylinderheads mit diesen großen Sorbopads, sehr weiche Sorbopads, die hören sich irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, nicht leiser an, aber sie hören sich einfach vom Aufprall nicht so hart an oder nicht so hell an. Die sind einfach ein bisschen dumpfer vom Aufprall her. Aber wie gesagt, das ist Standard in Ordnung und funktioniert tadellos. Auch über die Nozzle können wir heute nichts schimpfen. Auch das ist eine Standard Arcturus Nozzle. Gut, ist aus Kunststoff gefertigt, hätte auch gerne einmal aus Alu sein können, aber sie hat bereits einen O-Ring innen drin und läuft relativ anständig auf dem Stutzen. Hat aber auch ein kleines bisschen viel Spiel, bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, die kann hier doch ein bisschen rumwackeln und dann dichtet der eine O-Ring nicht immer zu 100% ab. So, und auch hier scheint es gewisse Probleme zu geben. Das ist eine Standard-Nozzle übrigens mit 19,7 mm, also Standard AK-Nozzle. Jetzt hat mir aber Begadi bereits gestern eine E-Mail geschrieben. Ich möchte doch bitte ansprechen, wenn man von der Energie noch höher möchte wie Standard, bedeutet höher wie 1,3, dann empfehlen sie eine etwas bessere Nozzle. Also anscheinend scheint es hier entweder Probleme mit dem O-Ring zu geben oder der Übergang Nozzle zum Bucking passt hier standardmäßig nicht vielleicht zu 100%. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber wenn ihr von der Energie höher gehen möchtet, bietet Begadi eben an, hier eine andere Nozzle zu verbauen oder sowas oder empfiehlt eine andere Nozzle zu verbauen. So wie die Waffe aber kommt, so wie ich sie jetzt fürs Review bekommen habe mit der Standard-Nozzle, läuft das Ding mit der Standardenergie 1,3 Joule wirklich tadellos und lässt sich auch sauber einmal vom Volumen bzw. von der Energie über den Variohead einmal drosseln. Nur wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, das kann ich euch jetzt hier mal ganz kurz in der Nahaufnahme nochmal zeigen. Wie gesagt, ich habe es euch vorhin vom Einstellen schon gezeigt. Wenn ihr euch die Nozzle anschaut, die ist bei Arcturus vom Durchgang nicht rund. Bedeutet, seht ihr, die hat so eine Art Trapez oder so ein Dreieck vorne drin. Eine Standard-Nozzle aus Alu ist immer rund und dadurch müsst ihr aber auch bei diesem Einstellwerkzeug hier, wenn ihr quasi vom Laufeimer kommt, müsst ihr das Einstellwerkzeug hier ein kleines bisschen drehen, damit ihr hier einmal durch die Nozzle einmal durchkommt. Denn wie gesagt, standardmäßig, wenn ihr das nicht beachtet und ihr drückt, dann drückt ihr letztendlich nur gegen die Nozzle, kommt aber nicht durch dieses Dreieck da vorne durch. Also dementsprechend das Einstellwerkzeug leicht ein bisschen drehen, ein bisschen drücken, damit man hier einmal durchkommt. Also auch in dem Fall wäre wahrscheinlich, oder vielleicht genau deswegen, empfiehlt vielleicht Begadi eine andere Nozzle, da die sind halt immer rund vorne. Das könnte auch der Hintergrund sein, weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, Standard funktioniert, wenn ihr was optimieren möchtet. Nozzle, Aluminium, 2 O-Ringe, 19,7 mm. Gut Leute, und jetzt kommen wir einmal zu den Gears und zu der Schimmung, denn hier hatte ich am Anfang ein bisschen Sorgen und wollte sogar was kritisch ansprechen, hat sich jetzt aber im Nachhinein als noch passend herausgestellt letztendlich. So, die Gears sind letztendlich stinknormale Standard-China-Gears, wie man sie auch wieder von sehr vielen Herstellern einmal kennt. Bedeutet, wie auch schon mal angesprochen, das ist exakt das gleiche Gearset, wie man es auch von E&C bekommt, wie man es von King Arms bekommt, wie man es von whatever alles bekommt. Also das Gearset, das stellt halt irgendeine Firma in China, stellt es her und die ganzen Hersteller kaufen das letztendlich ein. Dementsprechend zu vielen anderen Herstellern 1:1 identisch. Die Untersetzung ist Standard 18:1. Hier wäre vielleicht gerade in Bezug auf den Motor natürlich ein 13:1 noch ein bisschen schöner gewesen, kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. So, wie gesagt, Standard Stahlgear ist 18:1, alles in Ordnung. Bevel Gear unten mit 4 Arretierungspositionen für den Anti-Reversal, macht aber natürlich in dem System relativ wenig Unterschied, ob man jetzt hier 6 oder 8 Positionen oder 4 hat, denn natürlich Zyklenüberwachung, das Ding kann euch so oder so nicht jammen. Also hier ist in Ordnung, gute, haltbare Standard-Gears, muss man sagen.
So, und jetzt kommen wir aber zu der Besonderheit. Wenn wir uns das Sektorgear anschauen und jeder, der sich ein kleines bisschen auskennt mit der Technik oder in der Materie drin ist, der wird schon wissen, worauf ich jetzt einmal hinaus möchte. Auch hier ist einmal ein Short Stroke 13 Zahn Sektorgear drin verbaut. Bedeutet im Vergleich zu Standardsystemen hat man hier keine 16 Zähne, sondern eben nur 13 Zähne. Und das ist natürlich mit der Hublänge, gerade bei der Lauflänge von 250 mm, locker ausreichend. Also da hätten sie auch bloß 11 Zähne nehmen können oder 12 Zähne, wäre wurscht gewesen. Also das passt vom Volumen, passt es, oder vom Verhältnis passt es wunderbar. Wenn man sich jetzt aber mal den Short Stroke anschaut, dann werdet ihr sehen, dass der Stroke zwar sauber umgesetzt wurde, aber auf der falschen Seite. Bedeutet, normalerweise wird ein Short Stroke immer auf der Catch-Seite gemacht. Bedeutet, die Zähne, welche zuerst in den Pisten einmal reingreifen, normalerweise werden diese hier entfernt, damit es keine Probleme mit dem Timing gibt von der Tappet Plate. Das ist hier aber nicht korrekt. Bedeutet, hier wurde der Short Stroke auf der Release-Seite durchgeführt. Bedeutet, im hinteren Bereich vom Sektorgear wurden hier 3 Zähne einmal entfernt. Und jetzt habe ich vorgestern schon eine E-Mail an Begadi geschrieben, habe gesagt, Leute, da passt irgendwas nicht, das ist ja falsch gestroked. Jetzt hat aber Begadi zurückgeschrieben, das kam direkt so schon von Arcturus, gibt aber keine Probleme mit dem Timing. So, das hat mich jetzt natürlich wieder ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe es mal gegenkontrolliert. Ich habe gestern ein Standard 13:1 Gearset, so ein Silverline Gearset reingebaut mit einem 12-Zahn-Stroke und muss euch sagen, ja, Begadi hat recht, es macht keinen Unterschied. Bedeutet, die Energie ist immer noch gleichbleibend. So, und das möchte ich eben gerade für neue Zuschauer oder wer eben nicht so tief in der Materie drin ist, möchte ich das ganz kurz einmal erklären mit diesem Timing. Bedeutet, wir zimmern uns jetzt hier einfach mal das Zylinderset kurz in die Gearbox einmal rein, zusammen mit der Tappet Plate und setzen ebenfalls einmal das Sektorgear mit rein. So, jetzt müssen wir bloß gucken, einmal so rum, damit wir den kleinen Mikrotaster nicht kaputt machen. So, setzen wir einfach mal so rum rein, dann drehen wir es ein kleines bisschen. So, und dann haben wir hier einmal unser System letztendlich. Standardmäßig wird die Tappet Plate einmal nach, wartet mal, das passt so noch nicht so ganz. Jetzt, das sitzt sauber drin. So sitzt das Ganze einmal drin. Jetzt ist im normalen Zustand oder im ungespannten Zustand wird über die Feder die Tappet Plate natürlich nach vorne gezogen und die Nozzle dichtet entsprechend einmal zum Hop-Up-Bucking vorne ab. So, jetzt kommt einmal unser Sektorgear. Das greift zunächst einmal bereits hier über diesen C-Clip, oder über diesen, nicht C-Clip, sondern über diesen Delayer bzw. Sektorgear-Clip, greift das Ganze jetzt hier bereits in die Tappet Plate einmal rein. Bedeutet, hier von der Tappet Plate kommt das Ganze relativ früh, muss man sagen. So, das macht aber jetzt erstmal keinen Unterschied. Bedeutet, die Tappet Plate wird über den Delayer sauber und vollständig einmal aufgezogen. Liegt also hier jetzt bereits schön sauber einmal am Zylinderhead an und die Nozzle wird vollständig geöffnet. Gleichzeitig greift in dem Bereich jetzt hier hinten über den AOE das Sektorgear schön sauber in den Pisten einmal rein. Also das passt auch vom AOE, passt das Ganze schon wirklich sehr gut. Man hätte vielleicht noch mal einen halben Millimeter weiter hinter können, das macht aber den Bocken nicht mehr fett. So, jetzt wird das Ganze aufgezogen. Ihr seht, die Tappet Plate bleibt auch über diesen Delayer relativ lange geöffnet oder lange gespannt und fängt jetzt in diesem Bereich an, erst wieder zu schließen. Bedeutet hier, wenn der Delayer rausläuft über diese Kante, fängt die Tappet Plate an, einmal nach vorne zu fahren. Ihr seht auch, in dem Bereich ist es jetzt relativ wurscht, ob die Tappet Plate jetzt schon bereits vollständig geschlossen wäre oder eben noch halb offen wäre. Bedeutet, man könnte sogar die Tappet Plate noch ein kleines bisschen scharfer stellen. Bedeutet, dass sie einfach ein bisschen schneller schließt. Wäre technisch möglich, muss man aber nicht. So, und jetzt eben der eine Punkt mit dem Stroke. Wenn wir jetzt uns das Ganze mal anschauen, jetzt fährt das Ganze einmal rum, dreht sich und in dieser Position ist die Tappet Plate vollständig geschlossen und dichtet entsprechend vorne einmal zum Hop-Up-Bucking ab und die Kugel ist einmal geladen in der Hop-Up-Kammer. Jetzt hat man hier aber gerade mal noch einen Zahn, welcher in den Pisten reingreift. Wäre der Short Stroke auf der Catch-Seite gewesen, dann hätte man hier nochmal 3 weitere Zähne zur Verfügung. Bedeutet, jetzt ist das Timing sehr, sehr knapp. Bedeutet, die Tappet Plate hat in diesem System relativ wenig Zeit, um vollständig nach vorne schließen zu können. Da aber die Feder von der Tappet Plate straff genug ist und auch das Ganze mit dem Delayer noch gut passt, gibt es hier eben keine Probleme. Denn wenn ihr einfach seht, genau hier in dem Bereich fährt der Piston jetzt bereits einmal nach vorne und dichtet dann entsprechend vorne einmal ab.
Also hier vom Timing wirklich unheimlich knapp eingestellt, meiner Meinung nach. Es funktioniert problemlos mit dem 11.1er. Wie gesagt, hätten sie, ja, es gibt keinen Unterschied, ob das jetzt auf der Catch-Seite gestroked würde oder auf der Release-Seite. Wäre jetzt Arcturus hergegangen und hätte hier anstatt einen 13 Zahn nur ein 12 Zahn Sektor genommen, bedeutet nochmal ein Zahn mehr weg, dann hätte es vermutlich Probleme gegeben. Also hier vom Timing hart an der Grenze, funktioniert aber tadellos. So, nochmal zurückzukommen vom Gearset her. Wie gesagt, ich habe gestern mal oder vorgestern mal kurzerhand so ein 13-1er Gearset von den Silverlines reingemacht zum Gegenprüfen. Es gab von der Energie absolut keinen Unterschied. Also es funktioniert. Man muss aber ganz klar sagen, gerade nochmal in Bezug auf den Motor gleich, ist ein 13:1er Gearset natürlich in der Knifte deutlich spritziger. Wie gesagt, eine kleine Überlegung für euch, eventuell irgendwann mal auf einen 13.1er zu gehen. Kommen aber gleich beim Motor nochmal drauf zu sprechen. So, das sollte man nicht machen, sonst machen wir vielleicht einen Mikrotaster kaputt. So, da. Also, quatschen wir noch kurz über den Motor. Denn hier verbaut Bugatti eben nicht wie Standard ihren 30 kW Motor, diesen Mamba, sondern hier ist Gott sei Dank, oder erfreulicherweise muss man sagen, der 19 kW mit 28 TPA drin verbaut. Und warum finde ich das gut? Ja, dieser 19 kW ist im Vergleich zu dem 30 kW, zu diesem Orangenen, von den Zyklenzeiten ein paar Millisekunden langsamer. Auch gerade mit der Untersetzung 18:1 wäre natürlich der 30 kW minimals ein bisschen schneller gewesen. Aber ich empfinde das Ansprechverhalten bzw. den Zyklus empfinde ich immer noch als schnell genug. Bedeutet meiner Meinung nach alles richtig gemacht, gerade auch bei den AR15 eben nächste Woche. Man bekommt eben nur die Standardakkus rein mit 1400 mAh, 1500 mAh und da bietet es sich einfach an, einen Motor zu verwenden, der deutlich effizienter ist und deutlich geringere Ströme einmal zieht. Und hier eben eine sehr schöne Kombination, muss ich sagen. Und ich finde einfach diesen 19 kW, das ist meiner Meinung nach einer der besten Bürstenmotoren, den es auf dem Markt gibt. Denn ja, wie gesagt, er ist mit den 19.000 Umdrehungen für Full-Auto im Ausland weniger gut geeignet. Aber im Semi-Only-Bereich ist er genau richtig. Denn ja, wie gesagt, er ist vom Zyklus ein paar Millisekunden langsamer. Dafür ist aber die Effizienz deutlich besser wie beim 30 kW und er zieht natürlich aufgrund der geringen Drehzahl auch deutlich geringere Ströme aus dem Akku raus. Bedeutet, ihr überlastet einfach die Akkus nicht. Ihr könnt etwas kleinere Akkus verwenden mit 11,1 Volt. Die werden euch nicht sofort heiß, wenn ihr schneller triggert. Also hier meiner Meinung nach alles richtig gemacht, diesmal diesen 19 kW einzubauen. Wie gesagt, ist ein bisschen langsamer, aber das System fühlt sich einfach dadurch nochmal ein bisschen runder an, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, man ist einfach nicht darauf angewiesen, jetzt die größten 11.1er reinzuballern, die es irgendwie gibt, sondern man kann halt auch einen Standard 1400er mal nehmen oder 1500er, ohne dass diese irgendwie heiß werden oder schnell entladen werden, da der Motor eben mit 30 kW zwar schneller ist, aber nicht so effizient ist wie der 19 kW. So, und hier einfach nochmal zurückzukommen, das System läuft mit der Standarduntersetzung 18:1 und 19 kW Motor wirklich gut. Wenn ihr es noch ein bisschen schneller haben wollt, ist auch dieser Motor sehr dankbar mit einem 13.1er Gearset zu kombinieren. Bedeutet, wenn ihr irgendwann mal nochmal hergehen wollt und vielleicht ein bisschen das System noch weiter optimieren möchtet, dann würde ich euch empfehlen, einen 13.1er Silverline Gearset reinzumachen mit einem 12 Zahn Short Stroke. Denn diese 12 Zahn Stroke langen euch auch bei der PP19 mit 250 mm, langt euch das locker noch aus vom Volumen und ihr habt einfach dann eine schöne Kombination, ihr habt einen effizienten Motor drin und das System ist dennoch nochmal schneller im Vergleich zum 30 kW Motor. Wie gesagt, kleine Überlegung, wenn ihr eben noch mal ein kleines Update durchführen möchtet irgendwann mal oder wenn ihr einfach den Zyklus noch ein bisschen spritziger haben möchtet, 13.1er mit 12 Zahn Short Stroke wäre in dieser Kombination einfach perfekt, meiner Meinung nach. Dann lasst uns abschließend noch über Lauf- und Hop-Up-System sprechen. Hier gibt es auch sehr Erfreuliches zu berichten, muss man sagen. Zunächst mal Lauf, habe ich euch vorhin schon mal eingeblendet bei den technischen Daten. Ist bereits ein 603er Lauf drin verbaut, also ein Tuning-Lauf und das ganze Standard AEG mit einer Länge von 250 mm. Jetzt, was ihr aber sehen könnt, das Ganze nicht aus Standard Messing und auch nicht aus Edelstahl, sondern aus Stahl gefertigt.
Was für ein Stahl? Fragt mich bitte nicht. ST37. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall komplett aus Stahl gefertigt, magnetisch, sehr hoher Eisenanteil und von der Beschichtung ebenfalls sehr hart, eventuell brüniert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr hier mit dem Schraubendreher rumkratzt, bekommt ihr keinerlei Kratzer irgendwie in diese Beschichtung rein. Und das finde ich einfach klasse. Bedeutet, der Lauf ist einfach zum Reinigen oder zum Saubermachen, damit ihr einfach die Rückstände von den BBs rausbekommt, unheimlich dankbar. Ihr könnt da schön grob zur Sache gehen. Ihr müsst da nicht aufpassen, dass da irgendwie Kratzer reinzieht oder sowas. Und wenn da weißes PLA drin hängt, zack, durchputzen. Von mir aus auch mit so einem Pfeifenreiniger oder mit einer kleinen Bürste. Scheißegal. Unheimlich hart beschichtet und Stahl finde ich einfach klasse. Und dazu noch 6,03 mm. Ja, was wollen wir mehr? Dementsprechend, ja, wenn ihr euch nochmal einen Tuninglauf für 80 € kaufen wollt, dann könnt ihr das gern machen. Dann habt ihr halt 80 € zum Fenster rausgeschmissen. So, ebenfalls vorne nicht einfach nur 90 Grad straight gecuttet oder abgedreht, sondern eine schöne lange Phase einmal, die sich ca. 5 mm in den Lauf hineinzieht. Bedeutet, hinter der BB das überschüssige Volumen kann hier einfach schön vorne einmal abgeführt werden. Also, klasse Lauf, feiere ich, dementsprechend drin lassen, Spaß haben. Vom Lauffenster hinten natürlich Standardsystem, das müssten 4,8 oder so sein. Wartet mal, ich kann es nochmal kurz nachmessen oder vielleicht 5. Schauen wir es uns mal ganz kurz an. Was haben wir hier? Auch sogar 5,2. Schaut mal, 5,2, 5,3 mm Länge vom Hop-Up-Fenster und dementsprechend auch zu diesen ganzen 5 mm Hop-Up-Buckings letztendlich kompatibel. Also auch wenn ihr dann irgendwie einen R-Hop rein haben wollt, so ein MAG5 oder sowas, problemlos kompatibel. Standardmäßig verbaut Begadi hier wieder ihr Fly 5 Bucking. Bedeutet, es ist so eine Mischkombination aus einem TNT und einem Maple Leaf Super Macaron zum Beispiel mit 60 Shore und das Ganze funktioniert wirklich tadellos, auch mit 0,32. Ihr bekommt schön Druck drauf, ihr bekommt einen unheimlich schönen Hop drauf und das Ganze lässt sich auch über diese neue Hop-Up-Cover von Arcturus klasse einstellen. Kombiniert wird das Ganze ebenfalls mit dem passenden Tensioner, Standard Tensioner 5 mm, 3 mm Aufnahme und unten eben mit dem entsprechenden Radius einmal dran, damit das Ganze einfach sauber einmal oben geführt und zentriert wird. Also hier Bucking, Lauf, Tensioner, einfach klasse. So, und jetzt lasst uns über die Hop-Up-Kammer sprechen. Jetzt habe ich euch vorhin bei den Internals schon gesagt, dass die Internals zu diesen anderen Arcturus-Knüften identisch sind. Was ich aber leider noch nicht weiß, ob die anderen Arcturus-Waffen von dieser Begadi-Serie auch diese neue Hop-Up-Kammer drin haben. Wie gesagt, das weiß ich nicht, das müssen wir dann mal gucken, wenn die Dinge irgendwann mal im Shop drin sind, damit man ein bisschen vergleichen kann. Auf jeden Fall jetzt hier in dieser PP19 ist diese neue Rotary Hop-Up-Kammer von Arcturus drin verbaut. Sie ist letztendlich von den Maßen oder von der Aufnahme zur Gearbox, von dem Stutzen, von der Rundung, vom Durchmesser exakt 1:1 identisch zu allen anderen AK-Hop-Up-Kammern. Aber ihr seht, der obere Bereich ist komplett überarbeitet. Bedeutet, man hat hier genauso wie bei dieser CNC-Hop-Up-Kammer von Begadi, von dieser diese blaue und diese grüne, diese Nebo heißt die, glaube ich. Da hat man auch jetzt eben oben so ein schönes großes Einstellrädchen drauf mit einem eingepressten O-Ring im unteren Bereich. Seht ihr hier einmal der O-Ring. Das Ganze läuft hier oben einmal drauf und wird von oben einmal über einen so ein E-Clip oder so ein C-Clip wird das Ganze einmal aufgepresst. Bedeutet, das Rädchen drückt dann ein bisschen nach unten und läuft dann über den O-Ring einmal. Sie läuft ein kleines bisschen leichtgängiger wie vielleicht diese Nebo, aber funktionieren tut das Ganze wirklich perfekt. Und auch hat sie sich bis jetzt nicht verstellt. Das ist schon mal sehr positiv. So, dann hat man hier auch ein TDC-System mit einer wunderschönen Führung für den Tensioner. Bedeutet, man hat jetzt hier nicht so irgendwie so ein Lever irgendwie dran, der sich im Radius oder im Winkel verändert, je mehr Hop man drauf gibt, sondern man hat einfach von oben diesen Einsatz hier und unten drunter sitzt dann der Standard 3 mm Tensioner, der sitzt da einfach unten dann einmal so drauf. Und wenn ihr dann letztendlich an dem Rädchen dreht, dann habt ihr hier innen drin so ein Helix, quasi hier innen liegen, vielleicht kann man den ein bisschen sehen, sind ca. 0,8 mm Differenz, bedeutet hier flach, hier wird das Ganze hoch, je nach Rotation und dementsprechend, je weiter ihr das Ganze dreht, desto stärker drückt ihr mit diesem Führungsteil hier, drückt ihr dann letztendlich einmal drauf. Die letzte Perfektion wäre es gewesen, dass wir das innere Teil hier nochmal irgendwie gefedert hätten, denn so kommt letztendlich der Gegendruck, entsteht nur über das Hopper-Bucking. Bei anderen Systemen finde ich es ein bisschen schöner, wenn das Ganze eben gefedert wird, damit eben der Gegendruck nicht nur vom Hopper-Bucking kommt, sondern über eine Feder. Aber wie gesagt, es funktioniert wirklich sauber, es lässt sich unheimlich fein und sauber justieren und es funktioniert einfach tadellos.
Vielleicht einen kleinen Punkt, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon angesprochen habe, beim Kronen passt ein kleines bisschen auf. Mir ist aufgefallen, jetzt nicht nur bei dieser PP19, sondern auch bei den AR15 Modellen nächste Woche, dass die Knifte ohne Hop ein bisschen weniger Energie hat. Also bedeutet, wenn ihr den Hop einmal einstellt, so dass die Kugel quasi am Bucking logischerweise hängen bleibt, dann steigt die Energie meistens um 0,1 bis 0,15 Joule einmal an. Also das ein kleines bisschen berücksichtigen, immer am besten mit Hop kronen, auch wenn die meisten Shops die Energie immer ohne Hop angeben. Wie gesagt, mit eingestelltem Hop steigt die Energie minimal ein kleines bisschen an. Also gesamtes Hop-Up-System hervorragend, funktioniert tadellos, schwere BBs möglich, tolles Bucking, toller Tensioner, geile Hop-Up-Kammer drin, werde ich jetzt dann ebenfalls einen Pluspunkt dafür geben. Und abschließend können wir uns ebenfalls noch die Kompatibilität anschauen. Bedeutet jetzt hier einfach mal Lauf installiert, Bucking installiert. Und wenn ihr jetzt hier oben reinschaut, auch der Tensioner liegt einmal drin und das passt mit diesem 5 mm System, passt es wirklich perfekt. Mehr ist hier drin aber nicht möglich. Bedeutet, wenn ihr auf ein 7 mm System gehen wollt, dann ist das mit der Original-Hop-Up-Kammer leider nicht möglich. Wie gesagt, hier nicht kompatibel und auch nicht kompatibel zu dieser CNC Begadi Hop-Up-Kammer, denn die ist vorne ein bisschen eckig, diese hier ist rund. Bedeutet, diese CNC Hop-Up-Kammer bekommt ihr nicht in den Outer einmal rein. Dementsprechend nicht kompatibel. Wenn euch jetzt aber das Bucking für euer Kugelgewicht zu wenig Reibung aufbaut und ihr vielleicht noch höher gehen wollt, weil ihr jetzt unbedingt 0,4 spielen wollt oder sowas, dann würde ich einfach hergehen und würde dieses Fly 5 von Begadi durch ein MAG5 ersetzen, also quasi ein R-Hop-Bucking. Und dann bekommt ihr auch mit diesem 5 mm System, mit diesem Tensioner, deutlich mehr Bremswirkung oder deutlich mehr Reibung auf die BB drauf und dementsprechend einen noch stärkeren Hop-Up-Effekt. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur interessant, wenn ihr wirklich so hohe Gravaturen einmal verwenden möchtet, wo ich absolut kein Fan davon bin. Also wie gesagt, so 0,3, 0,32 langt in so einer Knifte locker einmal aus. Aber wie gesagt, geile Hop-Up-Kammer, aber halt nicht kompatibel zu 7 mm Systemen. Somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Es fehlt natürlich auch heute wieder mein ganz persönliches Fazit zu dieser PP19 Vityas Begadi Updated Version. So, sprechen wir erstmal das Fazit durch und dann, wie am Anfang schon gesprochen, möchte ich ein kleines bisschen auf die Preisdifferenz eingehen. Also fangen wir erstmal an, mein Fazit. Ein Pluspunkt oder der erste Pluspunkt ist natürlich auch hier das gesamte Material bzw. der Materialmix. Bedeutet, man hat auch hier letztendlich eine Vollstahl-AK, AK PP19. Bedeutet, alle Bauteile oder alle wichtigen Elemente, alles komplett aus Stahl gefertigt, wie man es von LCT und E&L ebenfalls kennt. Und die restlichen Bauteile wie Vorderschaft oder Handschutz, Magwell unten und Griff sind aus einem unheimlich guten Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil gefertigt. Und dementsprechend hier ein schöner Materialmix, komplett aus Stahl und nicht wie bei Syma oder wie bei G&G, dass hier mal Alu verwendet wurde, da mal ein bisschen Zink, da ein bisschen Alu. Nö, da ist auch so kleine Teile, Kornträger, Gasrohr. Es ist alles einfach aus Stahl gefertigt. Also hier ein Pluspunkt Materialwahl, definitiv. Zweiter Pluspunkt, was Arcturus mega geil umgesetzt hat, ist das Federschnellwechselsystem, direkt von hinten erreichbar. Ohne die Gearbox irgendwie rauszuziehen, ohne den Pistolengriff wegschrauben zu müssen. Einfach aufklappen, Deckel hoch und man kommt sofort hinten an das Federschnellwechselsystem ran. Und das hat Arcturus einfach mega geil umgesetzt. Hervorragend, unheimlich benutzerfreundlich, gerade für eine AK, sorry, wieder der Vergleich. Aber ja, gerade für so ein System, geiles Federschnellwechselsystem, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Und dementsprechend, wie ganz am Anfang auch schon angesprochen, bei den allgemeinen oder beim technischen Teil, Begadi hat jetzt hier noch ihren Vario-Head drin. Ja, es ist okay, man kann die Energie ohne Federtausch noch ein bisschen drosseln und muss dementsprechend vielleicht keine anderen Federn kaufen. Ich persönlich würde mir das System aber aufbauen auf maximal 1,4 Joule mit einer etwas stärkeren Feder und dann kann ich sie zum Beispiel über den Vario-Head drosseln auf 0,9 Joule, dass ich auch in der Halle spielen darf, wo maximal 1 Joule zugelassen ist. Da ergibt das Ganze Sinn und man muss sich jetzt einfach nicht mit unterschiedlichen Federn ein bisschen rantasten. Aber wie gesagt, Federschnellwechselsystem ist einfach hervorragend. So, der nächste Pluspunkt, auch hier natürlich out of the box bereits ein EFCS, ein vollwertiges EFCS- und MOSFET-System bereits drin verbaut. Und man muss das Ganze jetzt nicht irgendwie nochmal für viel Geld oder relativ viel Geld einmal selbst nachrüsten oder nachrüsten lassen. Hier bereits out of the box einmal drin verbaut, finde ich einfach klasse. So, und dann habe ich euch bei den Internals vorhin gesagt, wenn wir gerade schon bei dem Thema EFCS und MOSFET sind,
habe ich euch vorhin gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher bei der Gearbox Shell. Ich habe jetzt im Nachhinein auch im Discord vom Jonathan ein paar Bilder bekommen. Der hatte auch eine Arcturus Gearbox und da hat er einen Titan reingebaut. Also anscheinend ist die Gearbox wirklich im Vergleich zu den alten Modellen von Arcturus überarbeitet worden. Bedeutet, bei den neueren Modellen scheint es wirklich der Fall zu sein, dass ihr da ohne Probleme irgendwie ein EFCS reinbekommt, also ein Standard-EFCS. Das war eben bei den alten Modellen V3-Gearboxen nicht möglich. Da gab es eben nur die Möglichkeit mit diesem alten Mikrotaster-System. Hat vermutlich Arcturus aktualisiert. 100% bestätigen kann ich aber das Ganze nicht. Wie gesagt, ich habe es nur im Discord einmal mitbekommen. Dennoch, wie gesagt, EFCS, MOSFET, geil, gebe ich einen Pluspunkt. Wo ich mich heute besonders gefreut habe, was Bugatti gut umgesetzt hat, ist der Mamba-Motor. Und diesmal aber nicht in der 30K-Version, sondern in der 19K-Version, der rote. Und das ist meiner Meinung nach einer der geilsten Bürstenmotoren aktuell, die es gibt. Er ist laufruhig, er wird nicht sonderlich heiß, auch wenn ihr viel triggert. Die Ströme auch im Peakwert sind relativ gering und er liefert aber auch immer noch genügend Geschwindigkeit, um das System auch im Semibetrieb schnell anzutreiben vom Zyklus. Wie gesagt, ihr habt zwischen den 30K und dem 19K gerade mal eine Differenz, je nach Akkukapazität, je nach C-Rate von circa 6 bis maximal 9 Millisekunden pro Zyklus. Aber dennoch ist der Motor einfach deutlich effizienter, ihr bekommt mehr Schuss raus, er wird euch nicht so stark heiß und er schont auch die Akkus. Bedeutet, ihr müsst auch nicht hergehen und müsst euch da einen riesen fetten, keine Ahnung, 1500 mit 60C oder so reinballern, damit das Ding einfach kühl bleibt oder die Ströme aushält. Nein, ganz normaler Akku oben rein, 11.1, von mir aus mit 20C, das ist ausreichend. Und dementsprechend klasse Motor, feiere ich, gebe ich heute einen gesonderten Pluspunkt dafür. Den könnt ihr auch gerne mal bei ihren anderen Systemen einbauen. Wie gesagt, ist ein bisschen langsamer, aber gerade für einen Semibetrieb wirklich geil. Und wie vorhin schon angesprochen, es ist letztendlich ein super High-Torque-Motor, bedeutet, das Ding hat Power ohne Ende oder Kraft ohne Ende. Da wäre auch die Überlegung, ob man irgendwann mal auf ein 13.1er Gearset geht. 13.1, 12 Zahn Shortstroke. Mega. So, also Motor. Nächster Pluspunkt ist das gesamte Lauf- und Hop-Up-System. Das ist geil. Erstmal die Hop-Up-Kammer von Arcturus, TDC Hop-Up-Kammer im Rotary. Lässt sich wunderbar und sauber einstellen. Dann das Ganze kombiniert mit dem Fly 5 von Bugatti, passender Tensioner dazu. Und von Arcturus ein 601er Tuninglauf drin, 601er Stahllauf drin verbaut. Hervorragend. Bedeutet auch, wenn ihr die Rückstände irgendwie, wenn sie recht hartnäckig sind von den Bio-BBs, das PLA, ihr könnt einfach bei dem Stahllauf deutlich gröber zur Sache gehen bei der Reinigung, wie jetzt bei einem Messinglauf. Also ihr könnt auch ein bisschen mit einer Bürste mal rein und mal richtig ordentlich durchschrubben, das Ding. Hart beschichtet, Stahl, mega geil. Dementsprechend, gesamte Lauf-Hop-Up-Kombination gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt ist die Verarbeitungsqualität und diese ist wirklich gut, aber auch, ja, wie vorhin schon angesprochen, eigentlich auch identisch zu E&L und LCT. Also das schenkt sich meiner Meinung nach, das alles nichts. Ihr müsst da wirklich mit der Lupe suchen und mit dem Messschieber aufs Zehntel irgendwo rausmessen, dass ihr irgendwo ansatzweise einen Unterschied bei diesen drei Herstellern findet. Also wie gesagt, ob ihr euch da eine Arcturus AK kauft, ob ihr euch da eine E&L AK kauft oder eine LCT, macht mir oder ist von der Verarbeitungsqualität meiner Meinung nach relativ Latte. Lassen wir mal so stehen. Also Verarbeitungsqualität ebenfalls gut, gebe ich einen Pluspunkt. So, jetzt habe ich zwei Neutralpunkte. Den einen Neutralpunkt habe ich euch beim Federschnellwechselsystem gerade schon angesprochen. Das ist ein kleines bisschen die Energie. Hier für den deutschen Markt ein bisschen nicht falsch, aber vielleicht nicht ganz passend konfiguriert. Bedeutet 1,2 Maximum drosselbar auf 0,7. Da wäre es entweder besser gewesen 1 Joule bis 0,5 oder aber, wie vorhin von mir schon angesprochen, 1,4 Minimum 0,9. Wäre für die Spielfelder wäre das ein bisschen attraktiver gewesen, meiner Meinung nach. Dementsprechend, wie gesagt, muss man vielleicht nochmal 10 Euro in die Hand nehmen und eine etwas stärkere Feder reinmachen, um einfach die Energie auf unsere Spielfelder ein bisschen schöner anzugleichen oder anzupassen. Also Energie, kleiner Neutralpunkt. So, und der letzte Neutralpunkt, da wird es ein bisschen ausführlicher. Das ist ein kleines bisschen der Preis. Die Leistung ist wirklich super. Und ja, auch die aktuelle Wirtschaftslage ist einfach, brauchen wir nicht drüber lang schwätzen, einfach für den Arsch. Bedeutet, alles wird sau teuer und das kostet dieses Modell in der abgedateten Version 490 Euro.
Bin ich da jetzt richtig? Ja, ich glaube 400, 489, 490 Euro. Jetzt müssen wir ein bisschen vergleichen. Wie am Anfang gesagt, man bekommt das Modell auch noch zum Beispiel bei Sniper in der Standardversion für 390 Euro. Und das sind eben 100 Euro Differenz. Und 100 Euro sind in der aktuellen Lage, die einfach mega beschissen ist, sind 100 Euro eine Menge Geld. Man könnte das Ganze einfach mal umrechnen in Strom und Gas zum Beispiel. Und dementsprechend bin ich jetzt mal hergegangen und habe einfach mal verglichen. Was würde mich jetzt die Standardversion was würde mich die Standardversion kosten, wenn ich das Modell selbstständig einfach aktualisiere, damit ich letztendlich auf so eine getunte Version komme? Und das ist deutlich höher, muss ich sagen. Bedeutet, überschlagen wir es mal. Ich habe jetzt hier notiert zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir kaufen uns die günstige Version. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich die Tuning-Version kaufen möchte, sondern man kann sich die Standard-Version kaufen, wenn man diese aber auch Standard lässt. Bedeutet einfach kaufen, ohne EFCS einmal drin, kein fancy, starker Motor, Standard-Motor drin. Einfach kaufen, spielen, gut ist. Hat man aber jetzt bereits im Hinterkopf Gedanken, dass man die Standardversion noch weiter aktualisieren möchte, dann ergibt das Ganze wenig Sinn. Also entweder man kauft sich die Standardversion und hat dann seinen Spaß damit oder man greift direkt zur geupdateten Version. Denn eben hier mal der Vergleich. Ich habe jetzt hier mal notiert, Standardversion 390 Euro. So, dann ein EFCS und MOSFET würde ich heute definitiv immer reinmachen. Also nicht nur so ein kleines Popel-MOSFET, sondern immer ein EFCS mit Akkuüberwachung, mit Zyklenüberwachung, damit das Ding nicht jammen kann. Und hier muss man auch sagen, da sind die Preise auch extrem teuer geworden. Wenn ihr mal schaut, ein aktuelles Gate Aster in der billigsten Basic-Version kostet aktuell 100 Euro. Das gab es vor ein paar Monaten noch für 60 bis 70 Euro. Jetzt 100 Euro. Bedeutet, wir nehmen mal die 390 Euro und rechnen einfach mal ein gutes EFCS mit drauf für 100 Euro. Dann sind wir jetzt schon auf dem Preis, was die geupdatete Version kostet. So, dann nehmen wir noch einen Motor mit dazu. Einen stinknormalen Bürstenmotor, nicht mal irgendwie ein Warhead Brushless, sondern ein guter Bürstenmotor, zum Beispiel den roten, circa 40 bis 50 Euro, habe ich notiert, wären wir bei 540 Euro. Noch ein bisschen Hop-Up-Bucking, noch ein bisschen Tensioner, kommen nochmal 20 Euro dazu, ein zweites Magazin, 15 Euro und vielleicht noch ein besserer Pistenhead einmal rein, nochmal 15 Euro. Dann landet ihr letztendlich beim Gesamtpreis von 590 Euro für das Ding. 590, das sind nochmal 100 Euro obendrauf. Also das ist wirklich von den Preisen, mittlerweile ist es ein bisschen gesponnen, ehrlich gesagt. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Also wie gesagt, meine Gedanken, entweder die Standardversion kaufen, 390 Euro, einfach seinen Spaß damit haben, auspacken, einfach spielen und einfach vielleicht in Kauf nehmen, dass halt ein Standardmotor drin ist, das Ding vom Zyklus ein bisschen langsamer ist, ihr keine Akkuüberwachung habt, ihr kein Zyklusüberwachung oder sowas habt, ein Standard-Hop-Up, dann ist es, wie gesagt, dann ist es okay. Und da möchte ich auch niemanden davon abraten. Wenn man aber, wie gesagt, jetzt schon hergeht und schon Überlegungen hat, ja gut, ich kaufe mir die und dann mache ich noch das und dann will ich noch das und dann will ich vielleicht einen Titan oder einen Perun rein oder das, dann wird es zu teuer, Leute. Dann macht ihr einfach relativ viel Geld kaputt und dann ist man meiner Meinung nach mit der geupdateten Version besser dran. Also das müsst ihr für euch entscheiden, was für euch letztendlich in Frage kommt, wenn ihr überhaupt Interesse an dieser Vityas einmal habt. So Leute, jetzt sind wir aber durch. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Habt ihr weitere Fragen? Möchtet ihr irgendwas ergänzen? Jederzeit, ihr wisst Bescheid, Kommentarfeld unten nutzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich wie immer mega drüber freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein!